Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Matthias und hallo alle da draußen, die schon eingeschaltet haben. Yay! Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid, denn es heißt, wir bauen unsere Base hier weiter. Ja, so, jetzt muss ich ja erstmal meine Untertitel ausmachen. Ich habe hier nämlich so ein automatisches Übersetzungsprogramm immer. Ähm, der Enderman hat seinen blöden Block da stehen. Was ist jetzt? Okay, was haben wir heute vor? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, oben hatte ich relativ schon viel weggehauen und umsortiert, weil das wird ja hier das Hauptlager sozusagen. Das wird eingebunden. Hallo, Blue Space. Ich habe gesehen, du bist auch auf dem Server. Wie schön. Wie gesagt, wir haben heute vor, weiter zu bauen und das wird noch relativ aufwendig. Rio kommt vielleicht ein bisschen später, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie wollte, dass ich mir da was angucke, was sie da gebaut hat. Aber das machen wir ein bisschen später. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, sonst wird es wieder Nacht und ihr kennt das ja schon. So, okay, dann werden wir mal nach oben gehen und schauen, was ich da noch habe. Hallöchen. Willem. Palim, Palim, ich hatte schon gerade gesagt, du kommst wahrscheinlich ein bisschen später. Ich hatte gesehen, du warst gerade irgendwie auf. Alles gut, alles gut. Ich habe mir erlaubt, letzten Stream ja auf dem Community-Server schon mal unten ein Lager anzufangen zu bauen und bin gerade Mhm. dabei, die ganzen Kisten zu platzieren. Hm, ja, es hat eigentlich schon ganz gut geklappt, damit wir hier oben nicht so im Freien rumwursteln. Okay, das ist also die Terrakotta-Liste. Okay, die können wir auch einsammeln. Das hier ist Zeug. Okay, dann müssen wir sehen, dass wir das hier in den Rucksack kriegen. Der müsste ja halbwegs leer sein. Ja, sieht er hier, habe ich auch Rüstzeugs und so. Ja, wie geht's dir, Riolein? Wer ist Riolein? Riolein. Rio! Wer ist das? Ihr hasst es nämlich, wenn man sie so nennt. Rio, wie geht's dir? Ich kenne niemanden mit dem Namen Riolein. Nein. Bin, Ich kenne niemanden. Und ich heiße auch nicht so. nee, du heißt Rio. Kralle Ja, Rio, genau. Wie geht's dir? Nicht zu müde heute jetzt. Abend? Oh, ich hatte wirklich Lust auf irgendwas. Oh, macht nix. Ich habe hier genug zu tun mit dem Lager umgestalten. Wie gesagt, ich habe uns da schon mal so. Es hat zwar noch kein Dach, aber da kümmere ich mich heute drum. Und hallo Alexandra, schön, dass du auch dabei bist. Wie gesagt, mal so ein. Man braucht ja irgendwo etwas vor Ort und nicht irgendwo, dass wir immer dauernd hin und her rennen müssen. Hab ich mir gedacht, ich fange einfach unten am Hafen mit dem Lager mal an. Und hier geht schon wieder mit Ding Ding. Ja, das war noch vom letzten Mal. Laura, herzlich willkommen bei den Klötzchen. So, okay. Es wird schon wieder Nacht und wir gehen hier auch kein Risiko ein. Das heißt, ich werde erst schlafen und dann machen. Weil noch haben wir hier keinen Creeper-Schutz. Das wäre nicht so gut. Und dieser Enderman ist immer noch hier. Was ist nicht? Der stapelt hier überall seine Erdblöcke rum. Ja, er hat mir schon eins hinter das Tor gelegt. Genau hinter die Tür. Ah, lass mich doch mal ins Bettchen. So, hinein. Ich will hinein. Ich will da rein. Oh. So, jetzt aber. Das war eine schnelle Nacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan mehr, wo was war. Hier war Cobble. Hier war normaler Stein. Hier bei dem verarbeitetes Steingedöns. Hier war Eisen. Das ist nicht besetzt. Hier war Kies. Hier war hellgrauer Trockenbeton. Dann machen wir hier das rein. So.
Farbe. Normale Keramik. Okay. Mhm. Dann habe ich hier noch 2 von den Truhen. Die können wir auch schon aufstellen. Und so läppert sich das hier halt. Das kriegen wir hin. So, dann muss ich mal einen Rucksack wieder ausleeren. Mal schön Zeug hier. Ach, weiß hatte ich noch. Okay. Weiß. Okay. Heißt, alles geht nochmal so ein bisschen unter. Also ich denke mal, wir werden noch so eine Keramikkiste brauchen. So, das weiß. Das ist Keramik. Aus Ja, Popo. ja. Dann gehst du wieder an den Ich wollte, Trading Hall vorbei. ich hatte schon gesagt, dass ich dich besuchen wollte. Dass du mir da was Nicht zeigen besuchen. möchtest. Du hast ja gesagt, dass du mir da was zeigen wolltest. Bei Trading. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde nur schnell ein bisschen noch rumsortieren, damit ich so einen Überblick habe, was ich noch brauche. So, hier haben wir das Holz drin, da haben wir das Holz drin, da haben wir das Holz drin, da haben wir drin. Ich würde sagen, wir schmeißen mal den Trockenbeton raus und schmeißen den Trockenbeton hier mit beim Kies rein, weil da draus macht man den ja. So, und dann machen wir hier Keramik noch rein. Okay, dann haben wir hier noch Orange. Okay. Dann haben wir nämlich einen viel besseren Überblick, was wir alles so müssen. Es macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich die normale Keramik in die Kiste packe. Warte. So. Die normale Keramik in die Kiste. Heißt, das machen wir nochmal hoch und dann packen wir das dunkelbraune hier rein. Und die Keramik, die wir nämlich umkreieren können, die packen wir dann da. Oh, normale Keramik, weil die können wir nämlich umfärben. Und dann macht das mehr Sinn, wenn die hier drin liegt. Weiß. Dann haben wir noch mehr Gelb. Und ganz unten machen wir dunkelbraun. Besser. So, okay, dann müssen wir mal gucken, was habe ich denn hier noch im Rucksack. Hier noch den ganzen Kleinkram drin. Meine ganzen Emeralds und sowas. Und hallo Florian. Mir geht's super. Mir geht's wunderprächtig. Weil wir kommen ja doch relativ gut voran. So, jetzt will ich mal, weil so viel ist das nicht mehr. Und dann komme ich mal rüber gehüpft zur Trading Hall. Weiß, dass das ein kleiner Umweg ist, weil ich muss ja erst mit dem Zug fahren, damit ich zur Trading Hall komme. Aber das kriegen wir hin, weil die Rio hat da nämlich was vorbereitet. Und ja, was geheim habe ich mir. So, okay. So geheim ist es auch wieder nicht. Ja, wenn ich zeige, ist es nicht mehr geheim. So, dann haben wir hier das. Oder verwechselst du gerade etwas anderem? Hast du nicht da etwas gebaut bei der Trading Hall? Was du mir gezeigt hattest, den Eingang. Ja, Ja, aber das ist ja das ist eigentlich nicht da. geheim, das ist so eine Eröffnung. Nein, das ist eine Eröffnung. Ja, wenn ich zeige, ist es nicht mehr geheim. Jetzt ist es noch geheim. Oh Mann. Ja. Okay, Umzug habe ich fast fertig. Ich habe nur noch eine Doppelkiste, die ich einsortieren muss. Okay. Der Ton liegt noch. Mimi ist auch da. Okay, dann mal gucken, was war das? Das ist grauer Trockenbeet. Okay. Den können wir da mit reinpacken. Dann haben wir hier Schlamm. Das kommt in eine extra Kiste. Da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz. Dann machen wir den Schlamm und die Erde hier rein. Oder nein, wir machen den Schlamm da rein.
Die Erde schmeißen wir hier. Das ist zwar jetzt grob gemischt. Grobe Erde. Das ist Erde. Erde. So, okay. Dann haben wir Moosiges. Moosiges würde ich Tatsache da reinschmeißen. Moosblöcke. Und dann haben wir noch Trockenbeton. Dann noch ein paar Farben. So. Okay. Und dann haben wir noch Seelaternen. Das machen wir hier oben. Das ist Leuchtungsrahmen. Und man hört wieder meinen Hundi. Oh. Yep. Ja. Den hat heute die Wärme umgehauen. Das war so warm heute wieder. Dafür friert es jetzt wieder. Das ist so ein ständiger Wechsel, so, ich weiß gar nicht, 25 Grad oder so am Tag. Also hin und her. Also erst in die Plustemperaturen Marke, ich bin Frühling und nachts kannst du dann über krustigen Rasen laufen. Schön. Da kommst du richtig früh auf. Wo brauchst du Schlamm? Nö, ich habe hier eigentlich relativ viel Schlamm, wenn du mal gucken magst. Ich glaube, hier werde ich Schlamm genug. Oh Gott. Hier sind ja noch viel mehr Tempel und noch ein Dorf, Rio. Oh. Weil hier, wenn wir Richtung Norden ein Stück laufen, also nordöstlich, dann ist hier noch ein Hexenhaus, hier ist noch mehr Froschi, da ist noch ein ganzes Dorf und hier ist noch eine große Anlage auf der Seite, auf der Richtung Osten. Und dazwischen ist ein kleines Akazien- und Eiche, Eichen, ja, normales Eichending. Ja, und hier ist die Froschi-Zuchtstation, genau. Wo der Frischlech rumlag, der ist genau gegenüber von der Tiki-Bar. Also genau dazwischen quasi, oben drüber ist das. Echt krass. Wahnsinn. Also wird hier richtig verwöhnt. Okay, jetzt, oh Gott, jetzt kommt die Ramschkiste. Jetzt wird's, okay. Ramschkiste. So viel Fäden. Oh Gott. Ich komme gar nichts mehr mit. Packen wir das mal in den Rucksack. Warte. Dezent reinpfeffern. So, jetzt. Es ist nicht mal so. Was mache ich denn? Wieso räume ich denn jetzt schon wieder meinen Rucksack aus? Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn jetzt dasselbe dann nochmal in der Kiste? Ist ja gar nicht so. Oh, ich plane den Rucksack aus der Hand zu legen. Kalkieren und Moos und hast du nicht. Ein kunterbuntes Durcheinander. Aber das kriegen wir hin. Weil ich hatte ja letztens schon vorsortiert. Womit kriegen. So, okay, dann haben wir das hier schon mal alles weg. Und dann muss ich nur noch die Arbeitsgeräte. Das habe ich noch. Ich habe nur. Okay. Ja, das ist nämlich ein. Also zum Farmen oder so, wenn wir da, also wie gesagt, Holzfarmen oder so, ist es okay. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man die Sachen noch verbrauchen will, finde ich das äußerst unpraktisch, wenn man da immer hin und her rennen muss. Und so haben wir das laut drin. Okay. Gut, dann muss ich mal überlegen, wie machen wir das? Hier ist ein. Können wir die Ketten hier auch rein? Ketten? Okay. Dann habe ich hier Moosiges drin. Haben wir da noch Moos? Da haben wir die Lichter drin. Das ist das ganze Steinzeug. Dann ist hier das. Da ist Holz. Da ist noch mehr Holz. Hier ist Schlamm. Hier ist Erde. Und dann haben wir das noch. Hm. Noch ein bisschen.
Digga, hier könnten wir die Kohle rein. Ah, schon. So, ich habe noch eine Grünzeugkiste. Okay, dann machen wir da oben die Grünzeugkiste auf. Mit den ganzen Setzlingen. Ah, ich guck mal nach. Wir müssen hier unbedingt beleuchten. Ähm. So. Weil Ordnung ist das halbe Bauen, sage ich immer. Oder, Rio? Hm? Ordnung ist das halbe Bauen. So, ich bin gerade am Überlegen. Naja. Ja, ich finde schon. So, ich mache mir mal meine Gerüste hier noch mit. Hm, jetzt brauchen wir noch eine Essens. Oh, Schlamm, da haben wir das, da haben wir das. Dann machen wir hier die Essens. Okay. Schmeiße ich jetzt mit rein. Knochenmehl. Wir haben ja momentan Platz. Genau, so eine Eiskiste. Ja, auch noch. Halt. Wenn man nämlich auch so einiges von. Okay, dann haben wir hier Essen. Ähm. Auch ein Zeug. Dann haben wir hier oben Grünkist. Irgendwo. Dieses Stück sieht aber sehr eher mehr mittelalterlich aus. Das wird doch noch. Das ist doch nur die Grundform. Ich habe ja noch keine Verzierung und nichts dran. Ich wollte einfach erstmal so einen Raum haben, wo wir agieren können. Lass dich überraschen. Das ist noch in meinem Kopf. Das ist noch in meinem Kopf. So, jetzt muss ich mal überlegen. Warte mal, das machen wir doch woanders hin. Ich möchte nicht hier. Da können wir, glaube ich, Leder und Schwarzpulver und so reinschmeißen. Knochenmehl. Wir haben noch eine grüne Kiste. Da ist die grüne Kiste. Da machen wir die Knochen und so. Sonst wird das umständlich. So, dann haben wir die nächste Reihe. Dann mache ich nämlich hier das Werkzeug mit rein. Da hatten wir nämlich noch nichts. Essen. Hatten wir hier noch Essen? Ja. Essen. Dann haben wir Grünzeug. Jetzt. Dann haben wir hier noch so eine komische Tat. Haben wir hier rein, da habe ich nicht. Eine Eiche. Müsste mir vielleicht irgendwann mal Schilder leisten. Da haben wir noch Kohle. Und ich brauche unbedingt noch eine Kupferkiste. Und vielleicht doch mal noch Zauber. Genau. Weil Erze habe ich ja auch noch. Ich habe nur eine Eisenkiste. Erze packen. Erze. Eisenware. Feuerstein. Weil da kann man zündeln mit. Einschmeißen. Habe ich die ganzen Spinnen wie. Machen wir erst. Okay. Knochen. Knochenblöcke. Okay. Habe ich noch das Eisen hier.
Noch mehr Blöcke. Und welches? Ich brauche eine Kupferkiste. Klar, wie du tust. Wir machen mal die Eis. Darauf. Können wir. Die Schlammkiste wird sehr voll werden. Könnten wir das Eis. Weil Kupfer brauche ich sehr viel. Also mache ich mir so eine Kupfer. Das TNT, das lagere ich mal bei Licht. Das macht. Also. Ubo, ich habe für dich eine Schlamm. Oh, super. Das hört sich eine Schlammform. Ein Bildchen. Dann können wir das hier mal raus. Die lassen wir noch drin. Genau, weil ich wollte ja noch was verzaubern. Irgendwo sollte noch Glück 3 drauf. Ich glaube auf die Picke, ja. Picke sollte noch Glück drauf. Effizienz. Okay. Dann machen wir das hier. Halt, ich bin auf der falschen. Ja. Okay. Haben wir hier eben und dann packe ich mir den Bambus da auch ein. Weil das ist notfalls für neue. So, dann haben wir hier noch das. Und dann haben wir noch Bücher. Ah, die können. Okay, dann habe ich jetzt soweit erstmal alles einsortiert. Und dann werden wir uns jetzt mal angucken gehen. Ich glaube, ich hatte hier soweit alles raus. Ja. Brauche. Okay. Weil auf jeden Fall, wie gesagt, muss ich auch sehen, dass ich jetzt irgendwann mal wieder noch zu meinem Haus komme, weil da ist noch ganz viel Zeug, was ja umziehen soll. Aber momentan, wie gesagt, brauche ich das nicht unbedingt hier. Ah, das meiste haben wir jetzt hier. Und jetzt mache ich mich auf zur Trading Hall. Das heißt, ja, es ist ein kleiner Weg, den ich jetzt laufen muss. Das andere nehmen wir alles später dann rüber, die Öfen. Also ich habe vor, dann also ein paar Öfen mehr zu machen, weil wir werden viel Stein und viele Dinge brauchen und lasst euch überraschen. Also in meinem Kopf ist der Plan mehr oder weniger schon mehr wie fertig, wie ich also da anfangen möchte. Und ja, also ihr seht schon, ich bin hier im Schlammreich, also von daher habe ich hier ausgesorgt. Aber es ist natürlich cool, wenn man dann neben dem Schlamm ist hier schon wieder alles wachsen. Oh. So. So ist hier eine Fackel. Dann mein Weg. Es ist dazu. Oh, wirklich, die Ranken, die haben es in sich. So, dann machen wir wieder einen Shader aus, weil ihr wisst, wenn ich mit dem Shader durch die Mangroven laufe, fängt es an zu ruckeln und zu lecken. Also spielen wir wieder ohne Shader. Das ist, ja, machen viele andere auch. Ich habe gesehen, das ist ganz schön im Trend momentan, dass die meisten ohne Shader spielen. Keine Ahnung warum. So, okay. Was Ressourcen frisst der Shader? Ja, wie gesagt, also ich hab's halt gesehen, also auch bei Hermitcraft, weil ich habe vorhin wieder ein bisschen bei Pearl zugeguckt und die meinten auch so, es ist einfach zu ressourcenlastig und deswegen verzichten sie mittlerweile auch bei Hermitcraft und das tut ja dem keinen Abbruch. Also es hat sich noch keiner beschwert, dass der da nicht da ist. Es ist halt nur für mich immer angenehmer für meine Augen halt, wenn ich Räder mit weicheren Farben spielen kann. Weil die sind doch sehr
Gehen mir sehr auf die Augen hier. Aber alles gut. Alles gut. So, wir machen uns auf den Weg zur Rio. Tiki-Bar. So, okay. Weil die Froschi-Zuchtanlage und so, die besuche ich erst später, wenn ich, ja, sagen wir mal, meine Base schon ein bisschen weitergebaut habe. Hallo, Herr Fuchs. Darf ich Ihnen mal den Bauchnabel kippen? Ja? Gut. So, jetzt sind wir am Spawn und jetzt muss ich zum Bahnhof. Schönen guten Abend, lieber Homer. War das dein Lager? Ja, das ist mein Lager und quasi so der Startpunkt, um meine ganze Base da zu bauen. Ähm, und ich habe mir halt gedacht, weil wir uns Survival spielen, ist das natürlich mal ein ganz äh, schönes Stück, um umständlich immer hin und her zu laufen. Da geht unheimlich viel Zeit drauf hin. Wundert euch nicht, ich kann mir die Wege nicht merken. Ich laufe immer querfeldig ein. Wartet mal, ich muss hier lang. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja, wir fahren die kurze Strecke einmal zum Hauptbahnhof hin und dann steigen wir in den Zug zur Farm. Nein, Quatsch. Ich bin jetzt verwirrt. Warte mal, ich will doch zur Trading Hall. Ähm, ich muss zum Hauptbahnhof, weil, hallo? Danke. Nein. Es ist keine Lore mehr da. Matze, du Wie? hast nicht aufgefüllt. Hier ist keine Lore mehr, die sind alle am anderen Ende. Warte. Keine mehr da. Tatsächlich. Alle. Die scheint beliebt zu sein, die kleine Bahn hier. So, jetzt Jetzt ist wieder was da. lernen unsere neuen Zuschauer auch gleich mal unsere Rio kennen. Weil Rio ist hier auf dem Server, also wenn ihr sie ab und zu mal durch die Gegend Da. fliegen seht oder so, oder auch eine Mimi, das ist normal, weil die beiden sind quasi ja so Admins. Und wenn ihr auch Matze oder so, also einige, wie gesagt, mal ab und zu so im Kreativmodus seht, das sind meine Admins, die dafür sorgen, dass es, wie gesagt, immer genug Loren Da. gibt oder alles repariert wird. Was? Bist du schon wieder in mir Ich drin, hab ne? ihn. Nein. Sehe ich schon wieder mit 4 Augen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wundert euch nicht, weil mein Team hier natürlich immer da besorgt ist, euch das alles hier aufzufüllen, was ihr braucht. Also wenn ihr zur Farmwelt wollt, müsst ihr die liebe Dame da anklicken, die hat das Zugticket. Aber wenn ihr zur Trading Hall wollt, dann steht hier der Herr von der Tiki Bar. Dem müsst ihr auch ganz lieb und zärtlich auf den Bauch drücken und dann seid ihr bei der Tiki Bar. Hallo Frei. Hallöchen. Na, geht's dir gut? Willkommen bei der Tiki Bar. Hallöchen. So, ich muss mal mein Bötchen holen. Also für alle, die das noch nicht kennen. Und zwar steht hier in diesem kleinen Häuschen, weil man kommt nämlich nur per Boot hin, das seht ihr ja hier schon in den kleinen Bojen. Und Hm. die liebe Frau Niki, wenn ihr die anklickt mit rechts, dann kriegt ihr ein Bötchen. Ja, also es ist nicht schlimm, wenn ihr mal ein Boot vergesst. Auch das wird regelmäßig aufgefüllt, aber die meisten sind hier schon immer mit Booten unterwegs. So, okay, Nein. dann fahren wir mal Richtung zur Trading Hall. Die Trading Hall ist übrigens ganz einfach zu finden. Wie gesagt, von der Tiki Bar aus einfach an den Bojen langfahren. Und dann taucht sie schon auf. Ja. Weil ihr wisst ja, der Nether ist noch geschlossen, weil wir da immer noch am Rumpokeln sind. Weil es soll ja richtig gut werden und das dauert leider seine Zeit. Wir haben das auch anders geplant gehabt, aber ja, ist halt so. Ne? Gut Ding braucht Weile, sag ich. So, hallo Frau Rio. Leider. Hi. Jetzt habe ich Moment. sie aus der Fassung gebracht. Gehört, es gibt hier Kabel war ein... verdreht. Ei, warten mal. So. Jetzt sind sie richtig. Ja.
Ich habe gehört, Sie wollten mir einen geheimen Ort zeigen, der jetzt nicht mehr geheim ist, weil ich ihn zeige. Richtig? Der wird so oder so nicht geheim sein. Bauen Sie mal bitte diese 4 Mauern hier ab. Ah, Das Zeichen, ja. so, Treten Sie ein. Oh, ich hatte die okay. Darf Falltüren ich hatte Ihnen ich die offen 4 gelassen. Mauern zurückgeben oder soll ich die ins Lager packen? Ja, Okay, kannst geben. okay. Man weiß ja nie, wofür die noch recycelt werden müssen. So, okay, Jetzt 40. Egal. Hier wohin gehen wir? Hm, sehr Geheimnis. Sehr geheim. Oh, yay. Das sieht aber nach Party. oh, Entschuldigung, das hier gehört nicht hin. Okay, Das war 'n ach so, Experiment. das war bestimmt noch die Leiterkonstruktion, um die Lampe da oben aufzuhängen. Ja, ja, genau. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Aber, oh, das sieht aber richtig hübsch aus. Hallöchen. Ja, Es ist eine Disco hier eine Disco. und Wir das ist können der endlich Party Barkeeper. machen. Ja. Schöne Gute. Oder ich nicht bei Skelettfarm AFK stehe. Ist aber richtig, dass auf sowas geachtet wird, finde ich richtig. Ja, das müssen wir auch, wie gesagt. Also, das ist, also um es euch nochmal zu erklären, also wie gesagt, für alle, die ja uns den Kanal unterstützen, haben ja das Privileg, als Dankeschön auf den Community-Server zu kommen. Und ich sage immer, wenn man für etwas Geld ausgibt, dann muss das ja natürlich auch eine bestimmte Leistung erfüllen. Das heißt also, ist selbstverständlich für mein Team, dass die hier alles versuchen intakt zu halten, gewartet wird und ja, aufgefüllt wird. Ja, das ist ganz normal, oder Rio? Also, wir finden es normal. Mhm. Weil wir erwarten das ja auch, wenn wir irgendwo hinkommen und ne, woanders spielen. Also das ist normal. Das ist übrigens der Unterschied zwischen einem, ich sag mal, über Kanalmitgliedschaft zugänglichen Server zu einem kostenlosen. Also hier wird auch für eure Sicherheit gesorgt. Oh, Orkmeat. Okay, sollen wir jetzt auf Kroko prosten? Ich habe auch Ja, Apfelwein. jo. Apfelwein. Jetzt weiß ich gar nicht, was trinke ich denn so. Hm. Gin oder Tee? Sag mal. Beide Beides gleichzeitig. zeitgleich. Geht das? Nein. Nein. Nacheinander geht das. Okay. Ja. Jetzt muss ich umswitchen, weil sonst kann ich es nicht wegwerfen. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht, ne? Mit links wegwerfen. Es geht Nö. nur mit rechts. War sehr lecker. Und Also ich finde das ja, also Disco. Das ist übrigens eine wunderschöne Idee. Also um sich hier auch mal zu treffen und ja, das der gefällt mir. der der Typ hier ist 'n Geistlicher. Das, Es wurde öfters beschwert, dass ich oben Geistliche vergessen habe. okay. Und du bist jetzt ein Geistlich. Kannst dir ihn anklicken. Das ist Oh, über die Klerikmaster. NPC gemacht, hat, Mimi hergestellt. Das ist ja cool. 32 roten Flash, ein Emerald, bei Red, Das 3 ist halt 'n Gold bisschen schwer Emerald, zu erkennen. Emerald Lapis, Rabbit Food, ein Emerald. Das heißt, wenn ich ihm einen Emerald gebe, schmeißt er mir 2 Rabbit Food oder was? Nein, wenn du Ich. ihm 2 Rabbit Food gibst, Ach gibt so, er dir dann gibt ein er mir einen Emerald. Emerald. Okay. Okay. Also Das ist nach dem, oben steht, echten Illager,
Ah, okay. rausdingst. Weil der funktioniert natürlich ein bisschen anders. Das heißt also, immer steht oben das, was ich ihm gebe und was ich unten drunter. Ja. Okay. 22 Netherwarzen. Ein Emerald? Na, der ist aber teuer. Der ist ja unverschämt. Ui, hier kann man sogar Billard spielen. Guck mal. Und die herrliche Nummer 8. Jo. Das ist richtig gut. Ein Oh, paar, und Darts ein kann paar, man hier spielen. Cool. ein paar Tische Ja, zum Essen, VIP-Tisch hier oben. okay. Sehr schön. Da kann man sich dann verabreden. Da müssen wir nur noch gucken, was wir hier für Platten abspielen dürfen. Und ein Aquarium. Oder Ja, ist das nur der Seeblick? Das ist ein Aquarium. Da fährt irgendwie noch das so. ist, Oh, ein Seepferdchen. Guck mal, da ist ja, man erkennt es. ein Yay. Seepferdchen. Das ist hübsch. Wisst ihr was? Wir machen mal kurz den Shader rein. Wir gucken mal kurz, wie das aussieht. Ja, seht ihr, das ist nämlich das Problem. Es ist einfach dunkel. Ich müsste also richtig fett hier Gamma reinhauen und selbst dann sieht man es nicht. Also ihr seht, warum momentan es besser ist, hier einfach mit Shader zu spielen. Wartet mal. Ich mach mal. Da kann man Schneller. ja auch noch in So, derselben Höhle raus. ja. Die ist auch begänglich, die Höhle. Jawohl. Sagt nur nicht wie. Da gibt es einen Geheimgang. Ja. Ein Geheimgang. Okay. Und das ist die Tanzfläche. Das ist die Tanzfläche. Da fehlt dann nur noch Mit die Beleuchtung. Musik. Genau, fehlt nur noch die Musik. Jawohl. Schaut mal. Ja, genau, die habe ich vergessen wieder mal. Natürlich. Nein, das ist ja kein Problem. Nein, wir müssen das ja sowieso absprechen, weil damit auch die Leute halt geschützt sind, die zum Beispiel wie Christa Videos machen oder Stream machen, also weil wir dürfen ja nicht alles abspielen. Und Rio, die weiß ungefähr, was sie reinlegen darf. Also wie gesagt, für die Leute, also achtet ein bisschen drauf, für die Leute, die auf dem Community-Server sind, wenn ihr eure Schallplatten mitbringt und die hier abspielt, dass keiner im Raum ist. Zum Beispiel, wenn diese Lena, ich glaube, Lena ist, glaube ich, die eine Musik, die ich nicht spielen darf. Lena Rain, Genau. Samuel Abberg, Aaron Schifroff, nochmal Oh. Lena Rain, die sind, wo Die man nicht sind abspielen darf. tabu für Aber Streamer und Videomaker, also Content die, Maker. die alten Schallplatten von C418 gehen. Genau. Die kann man Und da einwerfen. gibt es ja diesen speziellen Satz, den habe ich auch in der Videobeschreibung drin, der ist nämlich Pflicht. Ja, damit ihr da keine, also damit man da keine Probleme kriegt. Und wie gesagt, der ist drinne und dadurch darf ich das jetzt abspielen. Kannst natürlich jetzt noch lauter machen, wenn ich es brauche. Eine schwarze Schallplatte finde ich am besten. Jo. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr eure eigenen Schallplatten hier mitbringt, schaut euch um, ob da einer bei ist, der streamt oder Videos macht, dass ihr die richtigen einlegt. Die anderen könnt ihr alle hören, wenn ihr dann alle, also sagen wir mal, nicht streamt oder Video macht. Ne? Also damit da keiner von euch Probleme kriegt. Weil ich hatte nämlich schon eine Abmahnung. Allerdings war das von so einem Fake-Typ. Ich hatte Glück. Aber wer sich entsinnen kann, wir haben ja Weihnachten zum Beispiel nur eigentlich gesungen. Und die Musik, wie gesagt, war auch nicht so lustig. Mr. Paradise, das ist eigentlich ganz einfach. Also alle, die unseren Kanal auf der Stufe 2 mit einer Mitgliedschaft unterstützen, die dürfen hier auf den Server. Das heißt also, wenn du das machst, dann müsstest du in unseren Discord kommen, dort die ganzen Serverregeln anklicken und dann siehst du auch den Mitgliederbereich. Dort müsstest du deinen Ingame-Namen reinschreiben, ob ja, also mit einem J oder B davor, weil wir sind ein Java Bedrock-Spieler Server. Also J oder B davor, damit wir dich zuordnen können und schon wirst du hier gewitelistet und kannst mitspielen. Bei euch kann ich richtig gut Shader spielen. Bin da im Schnitt bei 130 FPS. Ja, das haben wir nämlich ganz bewusst so gemacht. Also,
ihr wisst ja, ich habe ein relativ großes Team. Und mein Team hat natürlich einen total unterschiedlichen Technikstand, sage ich mal so. Ne? Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass umso mehr wir alles serverlastseitig machen, also alles Mögliche auf den Server raufpacken und euch nicht damit belasten, umso stabiler läuft das. Und wie gesagt, wir haben also auch einen etwas größeren, stabilen Server, sage ich mal so. Und wir haben hier Spezialisten in der Server-Admin-Stellung Bereich und die genau auf solche Dinge achten, damit eben auch gerade die Bedrocker hier vernünftig spielen können oder Leute, die einen alten PC haben, so wie ich. Ich spiele nämlich, die Rio wird mich gleich verhauen. Ihr müsst wissen, mein neuer PC steht seit einem Jahr unten im Wohnzimmer. Aua. Und den habe ich nämlich damals zum Geburtstag von Rio und Cooper geschenkt gekriegt. Oh Gott, ich verstecke mich. Aber ich habe es einfach zeitlich immer noch nicht geschafft, umzuwechseln. Aber auf der anderen Seite ist es für euch der Beweis, wie gesagt, ich mit meiner alten Gurke kann hier wundervoll spielen, streamen, alles albern, rumalbern oder so. Also wenn ich jetzt hier mal Probleme habe, zum Beispiel im Mangrovensuft oder Dschungel, dann hat das wirklich nur mit meinem PC, also mit meiner Grafik und so zu tun und meiner CPU und nicht mit dem Server. Also deswegen. Ne? Aber wie gesagt, wie Huma schon sagt, die meisten können hier alle mit Shader drauf spielen und es sei denn, sie wollen nicht. Ja. Für die Java-Leute könnt ihr Also, Invoice nutzen. Wie gesagt, macht euch aber immer drauf gefasst, dass die Bedrocker das nicht können. Das heißt, ihr habt im Discord dann eure Chaträume, da könnt ihr reingehen, damit die Java-Leute natürlich auch mit den Bedrockern zusammenspielen und sich unterhalten können. Ja. Und dann haben wir ja schon die ich kenne. Neuerung. Ja, also das, und zwar gibt es hier nämlich Bündel auf dem Server. Jetzt haben die Bedrocker ja das Problem, die können keine Bündel benutzen. Also hat sich unsere Mimikry dran gesetzt und hat dann mal kurzerhand eine Lösung gefunden, sprich Rucksäcke. Die werden demnächst euch natürlich zugänglich sein. Also Mimi ist da immer noch so ein bisschen am Rumprokeln, damit das auch perfekt funktioniert für euch. Also wir machen nichts auf den Server rauf, was nicht perfekt geht. Also ich bin immer so das Testobjekt. Und ja, für alle möglichen. Also da ist auch schon eine Menge schiefgegangen. Jo, Testfüchschen. ja. Also wie gesagt, ich bin das Testfüchschen sozusagen. Ja, also wie gesagt, ihr seid hier alle herzlich willkommen und ihr werdet relativ schnell feststellen, also wie gesagt, auch die Unterstützung für den Kanal, das liegt weit unter dem, was andere halt nehmen. Ja. Weil wir wollen ja, dass ihr euch wohlfühlt, aber ihr sollt auch zeitgleich geschützt sein. Und wie gesagt, hinter diesem Community-Server steht ein relativ großes Team, die mehr oder weniger schon rund um die Uhr für euch da sind. Also ich erwische teilweise Und Leute das sogar for noch. free. Genau, for free, müsst ihr wissen. For free machen die das alle. Aber wenn es dann irgendwann mal Not am Mann ist oder so, also wenn mal irgendwas ist und wie gesagt, wir helfen uns hier alle auch gegenseitig. Und ja, In der Arbeit. ja, wie gesagt, es kann ja mal passieren, zum Beispiel wie bei Gucci, dass der PC durchknallt. Oder ein Kännchen, der plötzlich mit dem WLAN ganz dolle Probleme nach dem Umzug hatte, dem wir dann LAN-Kabel besorgt haben und so. Dafür ist halt dieses Budget da oder halt auch um bestimmte Sicherheitsprogramme, die kostenpflichtig sind, hier raufzuladen oder mein Data Pack oder so. Einfach besondere Dinge. Also es geht nichts um meine private Hand. Also stellt euch das nicht so vor, bitte. Es fließt Tatsache ja alles in den äh, Kanal, ins Team wieder rein. oh, ich kann nicht mal Bilder platzieren. Was ist das Das für ist 'n Schnee, Quark? ne? Ja, Schnee ist doof. Ja, aber ich kann oh, warum kann ich nicht? Ja, weil es auf Schnee nicht Hä? geht. Doch. Oh? Guck. Ah, okay. Da müssten wir sowieso mal, das ist ein bisschen doof, dass wir an Henry Äh, und Boten, die haben da immer so verstehe ganz nicht. tolle Bilder machen können. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwo noch das Ding, wo man so selber Bilder machen kann. Da hatten Henry und
Ach, darum. Henry und Groten hatten da immer so ganz tolle Ideen. Die haben ja auch das Momentum-Logo zum Beispiel entworfen. Ich kann hier schon gar nicht mehr sitzen. Ich bin hier von meinen Hunden umkreist. Hilfe. Da, Ja, Kino. genau, Kino. Für ein Schweinchen. Wie heißt das Gemälde? Drei Das Schweinchen für Bubu oder so? Schweinebildnis. Was ist das Schweinebildnis? Ja. Das sieht eher aus wie ein Schaf mit einem Schwein, ein Schwein im Schafspelz oder so würde ich den Titel eher nennen. Guck mal. Das Nee, ja, Schwein sieht das aus, der als wenn es einen Kopf. Schafpelz hat. Ich glaube, der Kopf der Person wurde zur Schweinekopf ausgetauscht. Okay. Sehr merkwürdig. Gruselfilm oder was? Oh, ein Horrorfilm. Mos Eisley, Cantina. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt Oh. es jetzt hier eine Disco und ja, hier können wir uns dann, ja, wenn wir mal Events machen oder so, kann man sich dann hier zum Beispiel treffen. Ne? Also wir gehen ja jetzt auch auf Ostern zu, aber wir müssen halt gucken, weil wir so ein bisschen momentan so ein bisschen unter Zeitdruck stehen, Ah. weil wir nämlich noch ein bisschen auf jemanden Komm, warten müssen. ich spiele ein bisschen King Kong auf dem Oh ja, wo Riesenfernseher. ist mein Joypad? Ähm, Ich hätte gern Joypad. äh, Und ja? dann kann ich hier Donkey Kong spielen oder so. Was? Joypad? Nein, dann verschieße ich meinen einen Pfeil, den ich habe. Nein, ich habe mehrere. Okay. Donkey Kong. Yay! Also wie gesagt, ihr könnt ja auch Darts spielen. So, Darts spielen. Blung, getroffen. Okay, war nicht in der Mitte. So, kriege ich erstmal Rio ihren Bogen wieder zurück, weil ich habe ja meinen. Sonst bildet sie mir wieder mein Inventar zu, das kennen wir ja schon. Ne? Alles, was Rio nicht braucht, liegt bei mir im Inventar immer drin. Ja, ja. Na, doch nicht So, immer. und dann, ja, komm raus da, los. So, ich muss jetzt den Rest noch von dem Zeug da alles umziehen. Und dann wollte ich weiter an der Basis quasi von dem Lager bauen, weil, wie gesagt, noch sieht es mittelalterlich aus. Ah, da, 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 la, 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 la. Yay, 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 Headbang. Yay. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, wollen wir ja dann ein bisschen weiterkommen. Bei Freitag muss ich nämlich jetzt erstmal gucken, weil wir haben im Bauteam nämlich jemand, der Geburtstag hat, also in dem Bauteam von Kroko und ich weiß gar nicht, was das machen soll. Müssen wir sehen, ob ich das Freitag schaffe. Wenn nicht, wird es ein ziemlich später Stream, aber ist ja nicht weiter schlimm. So, okay, wir fahren dann mal wieder zurück, Ja. weil auf jeden Fall muss ich mir wegen den Kupferblöcken was einfallen lassen. So, wenn ich Rohkupfer suche, ich meine, dann kann ich auch gleich selber Kupfer suchen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich heute unbedingt machen will. Weil ich brauche natürlich für Steampunk sehr viel Kupfer. So, und Rohkupfer habe ich nicht. Rohkupfer brauche ich aber, um am Markt im Grunde was einzutauschen. Also, daran sieht das schon so ein bisschen die Schwierigkeit. Das heißt, ich werde mich heute mal auf Kupfersuche begeben. Äh, ja, weil das Ähm, brauche ich. ich habe ich habe den Mark umgedings. Du hast den umgedingst. Okay, dann gucken wir gleich mal. Okay, ich bin Ich wieder an habe der Kirche. Okay, ich schau mal, wie ich er habe ich jetzt habe seine ein Bedingungen hat. bisschen übertrieben, Da ist ein bisschen übertrieben. Okay. Übertreiben ist immer glaube gut, wenn ich. es zu meinem Vergnügen ist. Dann ist okay. Äh, Okay, gut.
Okay, 2 Smaragdblöcke für Rohkupferblöcke. Das ist gut. Dann will er Kohle haben und Zucker haben. Okay. Aber ist das nicht zu günstig für die Menge? Nee, weil hinterher, wie gesagt, 16 plus. Ja, also wenn du dir Sind überlegst, 16. wie groß Aber unsere Base, also wie groß diese Base ist, wie viel ja, Kupfer ich brauche, dann ist das gar nicht günstig. Dann wäre es günstiger selber zu farmen. So, mir gut, sie. gefällt es, so wie euer Server ist. Für mich ist eine gute Abwechslung Spiele noch woanders. Da gibt's einige Zusätze. Ich weiß sehr gut, was für Arbeit hinter sowas steht. Ja, also vor allen Dingen, wie gesagt, weil wir nehmen uns auch wirklich Zeit, also solche Dinge zu machen. Also dann ist es eben mal so, dass die Leute auch so ein bisschen länger auf Nether-Eröffnung und Enderöffnung und sowas warten müssen. Weil, wie gesagt, wir haben ja immer so ein bisschen versteckt natürlich solche Herrschaften, wo ihr dann zum Beispiel ne, auch Quarz kriegen könnt oder sowas hier, damit ihr eure Fahrstühle bauen könnt. Ne? Also mein Team ist ja, ich sag mal immer Menschi-lieb, ne? Nicht Spielerfreundlich. das? Ja, so ab und zu mal. Also wie Das gesagt, sehe ich so also aus. äh, kann ich nicht sehen, dein Gesicht ist schwarz. Was? Eben. Ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, kriegt ihr natürlich hier auch Quarz und ihr kriegt Kalzit und also so ein bisschen Netherkram kriegt ihr hier schon. Ne? Und Sehe ansonsten, ich wie jetzt so gesagt, aus? ja, jetzt, das ist ein merkwürdiges Grinsen, aber ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Oh Mann. wenn ihr jetzt ganz schlau anfängt, dann kommt ihr natürlich auch an ganz bestimmte andere Dinge ran. Die sind aber mega teuer, sage ich euch gleich, weil das sind diese sogenannten Banditen und Saboteure, die dann zwischendurch dann auch mal, ja, Die sind aber von Datapack, ja, nicht von eben. uns. Also wie gesagt, die sind auffindbar, aber ich warne euch vor, die sind auch wahnsinnig teuer. Ja, also wenn ihr zum Mimi hat Beispiel, noch ich Kupfer. glaube, Lohnstäbe oder so hört sich. Lohnstäbe und Literwarzen gibt's noch nicht. Nein, auch nicht Fatma bei den zu. Banditen. Auch nicht bei den Banditen. Nein, Saboteuren. die Banditen, wie gesagt, Ach nee, haben wir die nicht hatten ja so gemacht. ganz komische andere Dinge. Also wie gesagt, Nee. also und Tränke braucht man ja hier auch noch nicht. Das fängt ja eigentlich auch Ja. wirklich erst an, wenn, wie gesagt, das Nether aufgeht, dann kommt er ja selber an das Zeug ran. Und das End, Und wie gesagt, dauert auch noch seine Zeit, bis das aufgeht. Weil das muss alles funktionieren, weil wenn wir euch natürlich ich sag mal, tolle Oberwelt anbieten, dann kommen wir natürlich nicht mit einer Java-Version reines Vanilla um die Ecke. ja. Und wegen den Zombifizieren, man kann Villager nicht zombifizieren, da wir auf leicht, glaube ich, war's. Leicht spielen? Warte. Auf einfach. Ja. Ja, wir spielen Und ja wenn auf man einfach. Genau. Zombie-Villager findet, weil man muss sie ja mit einem Schwächeltrank, man kann mit Schwächeltrank abwerfen Genau. und die zu heilen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann in den Eisbiom Iglus finden, da ist mindestens ein Trank. Man Genau. kann über Hexen, man kann über Schwächepfeile von dem Villager traden, wenn man welche hat. Es gibt auch Möglichkeiten ohne Tränke. Also wie gesagt, mit jemandem Oder aus eurem Bauteam habe man ich hat, auch schon zusammengespielt. Ich war richtig erstaunt, dass die Personen bei euch im Team, ja, die lassen das auch nicht so raushängen. Also in erster Linie spielen die natürlich auch hier alle ganz normal. Das heißt, es gibt, also ihr müsst wissen, das Bauteam hat ganz strenge Auflagen. Ähm, Weil die haben hier natürlich, sind ja für die Wartung, also haben einmal die Admin-Stellung und die zweite Instanz ist als normaler Spieler. Und es darf keiner aus dem Bauteam quasi daraus profitieren, dass er natürlich, wenn er als Admin tätig ist, ist er kreativ, ähm,
dann sich einen Vorteil verschafft. Also Leute in meinem Bauteam, wie gesagt, kann ich mich darauf verlassen, dass sie sich keine Vorteile verschaffen. Deswegen sind die auch relativ ausgewählt. Wieso regnet es hier? Ähm, ja, also wie gesagt, also weil da gibt es eine ganz strenge Auflage. Also wenn man sich im Bauteam quasi einen Vorteil verschaffen würde, dann fliegt man ohne Diskussion. Also da bin ich auch ganz streng. Deswegen funktioniert das hier auch. Also wir haben ganz, ganz feste Aufgabenverteilung und ja, deswegen Ja. geht das hier. Und vor allen Dingen, weil wir uns alle schon sehr lange kennen, muss ich dazu sagen. Also der harte Kern meiner Admins und so, das sind alles Leute, mit denen ich schon 3, 4 Jahre zusammen spiele. Das heißt, wir kennen uns in- und auswendig und da weiß jeder, was der andere kann und da sagt auch keiner, mach ich, mach ich, mach ich und dann kriegt das nicht auf die Kette, sondern jeder macht wirklich das, was er kann. Ja, und das macht er gut. Ja, muss ich euch mein Team mal loben, wie eine Rio oder eine Mimi und Matze und Gucci und wie sie alle heißen. Also mein Shoutout geht auch an Hannah und so, ne? Also, da sind ganz, ganz viele, die gar nicht für euch so ersichtlich als Team hier erscheinen. So, okay, dann schauen wir mal, was wir hier machen. Also, Mimi meinte ja so, so Rohkupferblöcke, das hört sich natürlich an. Hört sich gut. Also auf jeden Fall, habe ein Fass bei meinem... Okay. Sie hat ein Fass bei ihrem Fass zu stehen. Zungenbrecher. Genau, Humor. Also wie gesagt, also das, da weißt du ja wichtig, wie wichtig einfach ein koordiniertes Team ist, damit man solche Dinge hier wie das hier schaffen kann. Es ist nicht so ganz einfach. Es gibt natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber wie gesagt, wir sind alle erwachsen genug und ja, wir sprechen uns dann aus und dann hat sich's auch wieder. Und jeder kann sich Naja, auf kann ich ein, nicht immer von mir sprechen. ja, oder schluckt auch mal runter. Ja, machen Erwachsene ja auch so. Die schlucken auch mal runter. Lassen einfach mal auch Dinge stehen oder so. Also, wie gesagt, also ich kann mich nicht beklagen. Ich sage immer Best Bauteam ever. Bestes Team ever, weil, wie gesagt, mein Team besteht ja nicht nur aus dem Bauteam, sondern auch aus dem Momentum-Team. Aus den Leuten, die in der Technik hinterstehen und das hier alles überhaupt machen. Nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Ja, wie gesagt, ich bin super happy und ja, Bubu ist immer ein glückliches Bubu, wenn Bubu in ihren Projekten unterwegs ist, weil ich weiß, es funktioniert einfach. Kann mich einfach verlassen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass man natürlich als Teamleiter sozusagen immer mit bestem Beispiel vorangehen muss. Oh, ich Hm, habe seit wann hier sie? Ihr müsst wissen, ja, ist ja schon ein Weilchen. das ist mein ursprüngliches erstes Haus. Ja, ja, mein allererstes Haus, was ich hier auf dieser Welt gebaut habe. Mit dem Haus fing es an. Ja. Und dann kamen Ja, die ganzen super genialen Ideen von der Community. Und so wurde das Spawn immer größer und größer und größer. viel zu groß. Ja, also wie gesagt, und wenn wir also wie gesagt, es wird natürlich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Neuauflage geben, der dann immer noch verfeinert und verbessert wird, weil hier haben wir nämlich auch schon, sagen wir mal, ziemlich viel Verzicht üben müssen, weil wir in der falschen Reihenfolge angefangen haben. Aber sowas weiß man halt nicht. Ähm, ja, ich sag mal so, das ist Testserver Nummer 2. Man muss das ja auch erstmal alles so ein bisschen Ähm, ausprobieren halt, ne? Also, ach so. ob das hier alles klappt und funktioniert so. Das Problem ist, jetzt bin ich am Überlegen, wenn ich mir bei Mimi das Rohkupfer abhole, das ist wieder voll der Umweg. Ei. Ich kann am besten zu Dings hochfahren. Zu, Der ja, Farmwelt. ja, Sie ist genau. ja in der Nähe von der Farmwelt. Okay, wir fahren zur Farm. Naja, nicht wirklich. Naja, schon einiges entfernt.
könnte dann aber zu Hause auch nochmal vorbeigucken, ob ich da irgendwas mit könnte. Ich bin gerade am Überlegen. Also zeitlich gesehen würde ich das ja, verschieben, weil Mimi ist doch relativ weit weg von meiner Base. Es ist ein bisschen der Zeitfaktor heute. Weil ich möchte unbedingt gerne anfangen zu bauen. Und ja, hm. Also ich Ich würde, guck gerade, ob genügend Floren da sind. also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal meinen Froschi suchen, werde mich zu meiner Base mal wieder zurückziehen. Weil ich möchte Tatsache doch ein bisschen weiterbauen, weil sonst komme ich nie aus dem Pushen und ihr wisst Äh, ja, am Wochenende ist mal Momentum und das sind da auch schon wieder alle weg. hier sind Zombies drin. Wo kommen die her? Gott, Zombies. Echt mal ausleuchten. So. Wir laufen jetzt erstmal zu meinem kleinen Teleporter-Fröschchen. Den muss ich jetzt erstmal einfangen. Klack. Wir mussten erst mal finden. Ja, der wandert nämlich. Kleine Teleporter-Frosch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Oh, der wandert aber sehr langsam. Jetzt ist muss mal in den See springen, damit ich zu meinem Teleporter-Fröschchen komme. So, und dann gucken wir mal, wo er sich ja versteckt hat. Da ist er. Ich sehe ihn. Hallo, Froschi. Froschi. Schön. Also, wenn ihr mich mal besuchen wollt, den Herrn anklicken. Dann seid ihr an meiner Tiki. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Jetzt noch Eisen und Tieren und das ist okay. Gut, dann werden wir erst mal wieder zurückgehen. Oh ja, ich finde es immer richtig Hammer, was so alles machbar ist. Für mich ist einiges bloß angewohnt. Da finde ich super, dass da jemand sagt, es ist nicht gut oder richtig. Ja, das, wie gesagt, also das ist auch so, was wir uns überlegt haben, weil dadurch, dass ihr hier mehr oder weniger ja ein Bauteam zur Verfügung habt, ähm, wir haben ja unter anderem ja auch Disaster und so, unseren Redstone-Spezialisten. Also, die sind ja nicht nur dazu da, euch zu überwachen, sondern sie sind auch dazu da, euch zu helfen. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich mal etwas baut und zum Beispiel nicht weiterkommt oder Fragen habt oder was auch immer oder einfach mal was Neues ausprobieren wollt und lernen wollt, fragt sie. Also ich habe hier noch keinen von meinem Team erlebt, also der da keine Lust hat, euch zu helfen. Also wenn die gerade jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel wieder Gucci in der Videoaufnahme sind oder so, dann, wie gesagt, einfach anschreiben. Wenn er Zeit hat, dann meldet er sich. Also jeder hat ja auch so seine Stilarten. Jeder kann etwas anderes besser bauen. Oder euch auch erklären. Zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel mal wollt, also wie das zum Beispiel mit den NPCs funktioniert oder so. Wie gesagt, da ist mein Team also angewiesen, im Grunde genommen, euch da auch ein bisschen zu unterstützen, zu beraten. Ja, nutzt. So, jetzt müssen wir hier mal sehen, dass wir hier schnell wieder hoch. Es regnet, es ist nass, es ist kühl, so. Hier ist trocken. Ja, oben ist trocken, weil Savanne. Das war gestern eine 12 Pixel lustig. Da hatte ich auch so ein. Genau. Hier regnet's. Da hat es gestern geschneit und hier stand ich auch in der Savanne trocken. Okay, auf ins Bettchen. Hopp. Auf jeden Fall, wie gesagt, also auch wenn ihr mal zum Beispiel nicht eine Idee habt oder so, ja, also wie gesagt. Da ist ja schon wieder dieser Enderman. Mann, Akami. Okay, dann nehmen wir mal den Ofen mal mit und die Werkbank könnten wir hier stehen lassen.
So, dann nehmen wir den Webstuhl mit. Wir nehmen den Amboss mit. Und wir nehmen das Ding hier mit. Betten habe ich da. Ich habe ein Bett dazu. Also wir können die da auch stehen lassen. Dann wären wir wenigstens nicht überrascht, wenn wir da farmen. Holz farmen oder was. Ist nicht. Ich muss hier. Ah, diese Knallerbsen. Geh weg. Ja, Bums. Kami, würdest du da unten bitte weggehen? Erschießen. Den kannst du nicht erschießen. Kannst du nur angucken. Ja, ich wollte die Spinne da beseitigen. Okay, jetzt sind wir also wieder hier. Haben uns unsere neue Diskothek angeguckt. Ja, und nicht meinen Rucksack aufmachen. Okay, dann machen wir den Rucksack jetzt mal hier hin. Dann machen wir mal auf. Okay, also wir haben ein Apfel. So, Öfen würde ich Tatsache ja erst hier hin. Aber was haben wir denn noch? Dann haben wir noch diese Schneidemaschine, die können wir packen. So, okay, dann haben wir unsere kleine Werkelecke. Und dann können wir uns jetzt auf die Suche machen nach Kupfer, weil wir hatten ja drüben noch so ein anderes großes Massiv. Und ich würde jetzt gerne mal rübergehen und mir ganz viel Kupfer holen. Dass das auf Kohle. Weil ich brauche Tatsache unter anderem auch Kupfer, um das hier weiterzumachen. Ich bin in der Zeit muss ich mir nämlich noch ein bisschen Gedanken machen. Also ich müsste eigentlich um auch einmal die Fichten fällen. Gerade eine Plattform mal. Auch ja noch einen Deckel. Machen wir das erst. Setzen jetzt erstmal den ersten Deckel an. Ich aber nicht noch. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal das Grobe von dem Lager. Die ganzen Verziehungen. Unmengen an. Okay, hier war doch so eine riesengroße Tanne. Hat mir mal meine Gerüste. Hatte. Geht das schon. Und sicherer vor allen Dingen abzu. Weil ich spiele ja hier im Survival. Okay. Es sieht noch voll mickrig aus hier mit dem kleinen Lager. Okay, meine Gerüste. Einmal meine Gerüste. Und ganz wichtig. Habe ich jetzt meine Werkbank? Ah. Was sind die Rucksäcke? Dieser Kopf, der Big Backpack heißt, kann ich herstellen. Nee, die kann man auch nicht herstellen. Also, die werden in den nächsten Tagen, hoffe ich mal, dass Mimi das soweit hinkriegt. Und zwar wollen wir das so machen, dass man sich einen großen, einen mittleren und einen kleinen macht. Also ihr könnt also holen könnt. Das Problem ist, ihr könnt keine zwei großen Rucksäcke haben, weil sich das Inventar sozusagen duplizieren wird. Das macht Nee, nicht so das, viel Sinn. Also wenn nein, ich das kann man Rio nicht zum duplizieren. Beispiel, Nein, Bobo, ja, man kann es nicht duplizieren. Man hat, einmal, aber zwei mal, Rucksäcke wenn man, mit einem ja, Inhalt. Also wenn ihr ja. versteht, was ich meine. Also zum Beispiel, Sowas ich wie hatte eine ein, Ender Chest, könnte man sagen. Nur, genau. dass jeder reingucken kann. Also passt auf, ich habe, also um es als Beispiel zu nennen, und zwar als wir das ausgetestet haben, habe ich einen zweiten großen Rucksack von meinem Fuchs genommen und habe den Rio gegeben und Rio konnte dann mein Inventar. Das heißt also, wenn sich jemand den holt, dann kann er immer einmal sich einen holen. Ja, also es macht keinen Sinn, sich einen zweiten zu holen, weil ihr könnt den zweiten
nicht füllen, weil der zweite hat grundsätzlich das Inventar vom ersten drin. Ja, also was ich machen könnte ist, das könnten wir mal ausprobieren. Warte mal, ich frage mal kurz, ob Mimi, kannst mal die Wegen. So, dann können wir Mimi nämlich direkt mal fragen, wie wir das machen können. Also, ob vielleicht sie einen für euch hinstellt, der, wo ihr euch quasi immer jeweils einen Rucksack holen könnt. Okay, sie kommt. Den könnt ihr sie nämlich direkt fragen und wie wir das am besten machen, weil es ist nutzbar, aber wie gesagt, ihr könnt nur pro Spieler einen großen, einen mittleren, glaube ich, und einen kleinen benutzen. Das muss ich aber jetzt fragen noch bei Mimi, ob man dann, wie gesagt, diese 3 nur nutzen kann oder ob man sich entscheiden muss, welchen man. Oder ob alle nur einen großen kriegen oder so. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich rausfinden. Also das, was ihr nur herstellen könnt, Huma, sind die Bündel. Die könnt ihr herstellen als Java-Spieler. Für die Bedrocker ist es, ja, deswegen haben wir die Rucksäcke. Hä? Rucksäcke kann man gar nicht herstellen. Nein, deswegen haben wir die Rucksäcke eingeführt, weil die Bedrocker doch so eine Probleme mit den Bündeln haben. Ja. Weil sonst wäre das nicht gerecht. Weil wie gesagt, bis das End aufgeht, ihr an Schalker Boxen rankommt, wird es noch einige Zeit dauern. Also muss man eine Alternative finden, weil es hier natürlich so viel zu sammeln gibt. Also ihr habt es ja mal gesehen. Mein Inventar, meine 50 Milliarden Bündel, die ich immer füllen musste. Okay, Mimi kommt. Mimi. Hallöchen, Mimi. Hi, hi. Na, ich hab da mal eine Frage. Und zwar, wir hatten ja gesagt, weil der Huma hat nämlich gerade angemerkt, wie ist das mit den Rucksäcken? Ich kann sie ja nicht herstellen. Und ich hatte gerade, kann man, also, ja, Endertruhen kann man schon. Genau. Endertruhen gehen, oder? Gehen Ender? Na, wir haben keine Ja, Blaze Rods für die Enderaugen. Ja, weil ja. Blaze Rods haben wir nämlich keine. Deswegen haben wir. Deshalb geht auch keine Endertruhen derzeitig. Die Sache mit den Rucksäcken ist so, pass auf. Ich weiß nicht wieso, aber in dieser Version funktioniert es halt nicht, dass man die craftet. Man kann halt zu deinem Fuchs hingehen und kann man von jedem, es gibt halt 3 Versionen. Es gibt einmal den kleinen, wo man eine Reihe hat, also 9 Slots. Dann gibt es eine Version, das ist der mittlere, da hat man 3, glaube ich, 3 Reihen mit 9 jeweils. Und dann es gibt einmal den großen, da hat man maximal 54 Slots. Also eine Doppeltruhe. Man kann die derzeitig nicht craften. Ich weiß nicht warum. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendein von den Plugins dazwischen haut. Ich schätze mal, Was das passiert. Ich hatte Mhm. sowas gelesen, dass Äh, irgendwas da stört. Wie gesagt, ich habe es jetzt bei deinem Fuchs zum Beispiel eingestellt. Ihr könntet an sich, alle könnten zu deinem Fuchs hinlaufen, also zu deiner Base, da beim Fuchs einmal den Rucksack ihnen einmal besorgen. Ich habe es eingestellt, es ist nur noch einmal kaufbar. Jeder ist halt für ein Level verfügbar. Ich kann es auch noch Das anders heißt, einstellen, dass man. jeder Spieler hat das Recht auf einen kleinen, einen mittleren und einen großen und die machen keine Genau, Konflikte, so wie wir es nämlich hatten, als ich Rio ja genau. meinen zweiten gegeben hat und sie plötzlich mein Inventar gesehen hat. Ja, das Problem dabei war aber, du hast wahrscheinlich zu oft geklickt, weswegen du 2 gleichzeitig gekauft hast. Kauft man 2 gleichzeitig, überlagern die sich. Ah, Kauft man die nicht gleichzeitig, also es ist halt so eingestellt, man muss einmal klicken, dann bekommt man eine Benachrichtigung, klick noch einmal oder noch einmal klicken, dann kaufst du den. Dann muss man noch mal klicken und dann kauft man den erst so richtig bei dem Fuchs. Teilweise halt generell kann man so das machen. Ähm, jetzt Ich habe es aber jetzt halt wirklich. müssen wir uns jetzt nur überlegen, ob wir den Fuchs bei mir in der kleinen Base lassen, weil die ist ja doch relativ blöd zu finden. Beispielsweise, ich kann es auch so einstellen, dass halt wirklich, ich dann halt
NPC, also hier den Bubu-NPC halt jetzt so mache, dass ich erstmal keine Quest dazu mache, sondern erstmal nur bei dem Bubu-NPC Genau. auch so einen mache. Weil die Den muss meisten man halt haben, dann nur im Spawn finden. ja, weil die meisten Das ist ja haben die Sache. wirklich echt ein Platzproblem mittlerweile, weil die wollen natürlich entdecken, die wollen looten und die kommen echt an die Grenzen und für die Bedrocker ist es besonders schlimm, wie gesagt, wegen den Bündeln halt. Ne? Also die sind da wirklich benachteiligt. Das ist ja nicht in unserem Sinne. Pass auf, dann Also die müssen ja schon ohne Karte auskommen, aber man kann sie ja nicht noch mehr ausgrenzen. Wir müssen was machen. pass auf, dann mache ich mich jetzt dran, und kümmere mich darum, dass ich jetzt die beiden dass ich den NPC, den Bubu-NPC einmal den, ähm, fertig mache. Mhm. Den müsst ihr dann suchen. Vielleicht könnte man den ja dahin platzieren, wo mein allererstes Haus war. Weißt du, wo das ist? Das Haus? Ja. Das Haus? Da sind wir nämlich vorhin vorbeigelaufen. Das heißt, alle, die jetzt im Stream mal wissen, wo es ist, aber die anderen müssen suchen. Da, wo der Fuchs jetzt ist oder was? Nee, Oder die wo ich das am vorher das, Am weggeholt hatte? Spawn habe ich doch das mit dem allerersten Haus begonnen. Ich habe könnte Bubu, weil Welche waren das? das ist das Haus gleich hinter der Brücke, wo der Esel vorsteht. Das war mein allererstes Haus. Ich meine, ich kann den da in der Nähe rumlaufen lassen, den Genau. Charakter. Der kann ja auch über die Brücke laufen oder weiß ich was. Ja, ich kann ihn halt hier komplett einmal die Wege lang laufen lassen. Man muss dann halt den nur Ja, ordentlich finden. genau. Und er müsste dann Je halt nachdem. suchen. Müsste halt Bubu suchen. Ich bin gespannt, wie viel mehr auf den Bauch klicken. So. Äh, Mach den Charakter jetzt fertig. Gut, okay. Also, ich hoffe, Huma, die Antwort ist zu deiner Zufriedenheit. Das heißt also, ihr habt jeweils einen kleinen, einen mittleren und einen großen Rucksack, den ihr nutzen könnt. Also jeweils einmal. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Dann ist das auch gerecht verteilt. Jo. Weil ihr wisst ja, in den Bündeln kann man ja auch nur 64 Stück reinlagern. Und wenn ihr da zum Beispiel ähm, Item rein platziert, zum Beispiel, wenn ihr eine Axt da rein platziert, dann ist das Bündel voll. Das zählt als 64 Stück. Ist also auch nicht so besonders sinnvoll. Also sind die Rucksäcke doch eine gute Alternative. Ne? Und wie gesagt, Endertruhen momentan geht es nicht, weil, wie gesagt, wir haben ja keine diese Lohn ihr braucht und ja, das End ist nun mal zu. Das gibt's nicht. Ja, da müsst ihr euch noch gedulden. Aber ich denke mal, mit den Rucksäcken seid ihr gut bedient. Ne? Notfalls könnt ihr die ja, wie ihr wisst, auf den Kopf setzen. Ja, ja, ja. Ja, dann laufen lauter Füchse rum hier. Auch nicht schlecht. alte Füchse. Alte Füchse, ja. Weil der Junge, das Ja, ist wenn man nämlich den ein Babyfuchs und der mittlere, das ist ein Jungfuchs und der andere hat eine Brille auf. Das ist ein alter Fuchs, der große. Ja, es ist so ein bisschen, ja. Okay, dann werde ich mich jetzt auf die Suche machen, nicht auf die Suche machen, ich wollte ja hier gerade eine Fichte fällen. Ja, weil ich brauche Fichtenholz. Und dann kann die nämlich schon wieder wachsen. So. Den gehen wir mal mit meiner Super-Axt, die nie kaputt geht, weil die gibt es nämlich hier auch auf dem Server. Die müsst ihr nur suchen. Die gibt es hier versteckt. In einem der Strukturen drin. Wer natürlich zugeguckt hat, weiß, wo man die findet und wie man sie findet. Das da hinten. Ne? Und weil diese Hatchet, wie gesagt, die heißt Hatchet, die ist. Ja, okay, dann gehen wir mal Bäumchen fällen. Das ist besonders praktisch. Also wenn ihr Bäume fällt, ihr habt da zwar keine Verzauberung drauf, aber dafür geht das Ding nie kaputt. Das heißt, ihr werdet nie in Verlegenheit geraten, wenn ihr auf dem Baum steht, dass euch die Axt kaputt geht. Ihr überlegt, wie ihr runterkommt.
Das ist ungemein. Wäre aber nicht schlecht, Effizienz drauf zu machen. Ja, man könnte sie natürlich auch verzaubern. Habe ich auch schon überlegt, ob das Sinn macht. Also ich habe ja Ja. mehrere von denen und dann könnte man das mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass man die verzaubern kann. Natürlich. Also reparieren braucht man die ja nicht, aber zum Beispiel Effizienz könnte man. Das können wir gleich mal probieren. So. Das wäre natürlich cool. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller, glaube ich. Dann geht das, Effizienz heißt, glaube ich, schneller. Ja. Es ist so, als wenn ihr zum Beispiel auf einer Schaufel so ein Ding raufmacht und dann euch in einem Affenzahn durch die Wüste buddelt. Kann mich schwach entsinnen, weil wie gesagt, ich bin nicht so der Verzauberungsmensch. Also, Ich habe mich gerade dermaßen gefragt, was hier so ratzt. das ist mein Hund. Das ist bei Bubu. Ja, das ist Buddy, der schnarcht mal wieder herum. Ah, okay. Hört sich ja an, als würde er Bäume absägen. Sollte man Ja. Ellie anschaffen, der sammelt für mich Gerüste ein, dann würden die hier nicht immer alle verschwinden. Da fehlen Gerüste. Soll ich die einbringen? Bei mir zu Hause sind ein paar. Das wäre ganz Obwohl, ich glaube, gut. da ist nur noch einer. Egal. Weiß nicht. Sind meine Gerüste hier schon wieder. 59. So. Oder hängen die da noch oben? Hm. Sehr fragwürdig. So. Ja, doch, die hängen da oben noch. Die hängen da oben? Okay, dann warten wir noch. Okay, hier haben wir noch 2. Dann warten wir einen Augenblick. Oh. Könnt auch hoch switchen und mir die holen. Das kriege ich auch. Fahre ich hier wieder hoch, meine Gerüste holen. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil dann. Okay, ich glaube, ich hab sie. Da drüben sind sie. Siehst du sie? Ja, ja. Abwärts. Jetzt sind sie runter. Au. Bonk. Autschen. So, dann haben wir noch 2. Dann können wir hier noch. So, okay. Weg. Das ist wirklich Unkraut. So, okay, dann können die hier in Ruhe wachsen. Dann nehmen wir den noch weg. Und den müssen wir ein bisschen kürzen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der da dran vorbei wächst. Weil die Fichten sind ja immer so empfindlich, wenn die wachsen. Das ist mal ganz, die sind so mi, weißt du, so. Die Schwarzeiche ist auch Die machen meine mi. mich. Schwarzeiche ist auch mi. Mimi ist auch Mimimi. Mi ist mi. Ja. Okay, gut, dann haben wir schon mal das Fichtenholz wieder zusammen und können das in die Kiste packen und dann mache ich mich mal auf die Suche nach. Nee, ich wollte nicht in die Kiste packen, ich wollte eigentlich meinen Deckel da oben packen. Ach, ich bin ja verwirrt. Es ist so, wenn du so in den Startlöchern stehst, weißt du, deine Idee so im Kopf so riesengroße Bubble ist und du aber die Ressourcen noch nicht. Okay, also, was ich jetzt vorhabe, ist im Grunde genommen dieses Gebäude, wie im Mittelalter natürlich, um einen nach außen zu. Weil das würde uns ermöglichen, wir könnten das auch noch mehr nach außen. Mal gucken, wie wichtig ich jetzt habe. Fisch. Okay. Mal doch. Hier haben wir noch was. Zeug mal kurz wegräumen. Wir haben hier noch Samen und Knochen. Unglaublich.
So, okay. Das heißt, jetzt muss ich mir mal überlegen. Das Ding Tatsache. Hm, eine nach natürlich ran. Verstehe. Könnte das natürlich zwei nach auf. Ich muss mal gucken. Mal so Treppen. Weil die Idee im Kopf ist immer das eine und das Bauen ist immer das andere. Das kennt ihr ja wahrscheinlich selber. So, das heißt, ich möchte rund um da einen ransetzen und doch meine. So, mein Gerüst. Ja, stellen uns mal hier hin und so machen. Dann geht das nämlich relativ weit nach. Ja, passt. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Was hast du wieder gemacht? Egal. Hast du wieder kaputt gemacht? Nein, das nicht. Ich Okay, habe was anderes gemacht. okay. Bubus Äh, speedet jetzt auf allen Vieren, oder? Oh. Ein an. okay, warte. Wir beginnen. Wo beginnen wir denn mit dem Path? Jetzt hier gucken, das hier machen. Das ist ja hier so ein bisschen in dem ganzen Gedöns. Ah, so. Wegnehmen. Hallo Kai. Schön, ich freue mich. Hallo Kai. Okay. Dann dann müssen wir an der Ecke das. Frage ist, welchen Weg lasse ich ihn jetzt laufen? Es ist nicht, was ich hier tue, weil es ist. Schnell schlafen. So. Ich bin nämlich am überlegen, wie ich das Haupttor vorne noch mache, weil momentan in der Trading Hall wäre es doch für alle zugänglich. Bedrock sowie Java oder soll man suchen. Ja. Also, wenn wir euch schon so etwas machen, dann wollen wir natürlich auch so ein bisschen Spaß hinter haben. Das heißt, ihr dürft ein Buch am Spawn. Dürft ihr gucken, wo die Bubu rumrennt. Also Bubu natürlich ohne Dia-Rüstung, ne? Ich kann euch ja mal Ich zeigen. kann dir auch die Rüstung geben. Dann knuddeln die mir alle auf dem Bauch rum. Das geht nicht. Dann rennen die alle hinter mir her und Warum? versuchen mich zu knuddeln. Ja, aufknuddeln, aber Ach doch du nicht so. Scheiße, das klingt falsch. Kann ja auch eine andere Ausrüstung geben. Wer weiß, was ich da anstelle. Bei welchen Etwas, was du nicht Koordinaten wissen finde willst. ich die Trading Hall, wird gerade gefragt. Bahnhof? Ja, genau. Zum Bahnhof einmal, also zum Was? Hauptbahnhof einmal. Dort befindet sich in einer Ecke gegenüber von dem Bahnhof. Ticketverkäufer gibt es um Und? die Ecke da ein NPC, da kannst du einmal Rechtsklick drauf machen, der bringt dich dann zu dem Tiki-Bar. Von der Tiki-Bar aus kannst du mit dem Bootsverleih dort ein Boot kriegen und Bahnhof mit dem dann zur Trading Hall kann fahren. ich schreiben, da kommt einer angerannt. Geh weg. Mann. Aua. Mann, ich kann nicht so schnell Knöpfe drücken hier. Komm, nimm noch mal Rücksicht auf Oma Bobo. Geht doch gar nicht. Mann, echt. Habe ich das hier? Okay, nochmal das Ganze. Also, ich gehe mal da unten. Kann ich sicherer schreiben. Okay, perfekt, danke. Okay. Ich glaube, der ist im Stream drin. Okay, Worldmaker. Ich glaube, Kai ist es, oder? Kai, bist du Worldmaker? Ich glaube, ja, ne?
Kann sein. Ich glaube, Kai ist. Ja, das ist immer so ein Ja, bisschen. klingt nach ihm. Genau, Kai. Kai ist Worldmaker. Okay, Kai ist im Stream. Alles gut. Super. Okay. Weil das ist nämlich immer so ein bisschen problematisch für, wenn Leute natürlich als YouTube-Namen einen anderen nutzen wie, ah, so. Okay, jetzt haben wir das hier. Und jetzt kann ich nämlich beigehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die andere Ecke da auch sperre. Und dann können wir das ein bisschen auf. Ist das jetzt dein Ernst? Wieso steht da? Geh weg hier. So, okay. Heißt, den müssen wir da noch hinmachen. Mal so ein bisschen umständlich blättern. Was da? Der kommt da. Falscher Weg. Falscher Jetzt Weg. habe ich natürlich keinen mehr Nö, von ich diesen geh hier lang. Dingern. Klar. Ich gehe einfach hier lang. So, dann müssen wir von. So, jetzt muss ich gucken, welchen Weg ich lang gehen muss. Das heißt, da kommt dann auch. So, okay, jetzt haben wir so diese Grundseiten hier fertig. Und jetzt können wir uns überlegen, das jetzt am besten verbreitern. Wir können natürlich einen Rahmen erst setzen. Weil wir können hinterher natürlich immer noch diese anderen Verlängerungen. So. Mal gucken. Hm, Da lang, da lang. Wie gesagt, am Anfang Oh, ich sieht hasse Labyrinthe. Warum habe ich Steampunk Labyrinth immer eher gebaut? aus wie Mittelalter. Dann kommt der Unterschied. Ja? Ja, der weg. Machen. Weg. So. Machen wir die Seite noch. Weil sonst fällt man ja dazwischen. Nicht so. Manche Sachen sind dann im Nachhinein nur Hilfslinien. Die werden dann wieder abgerissen. Einfach von mir. So, okay. Und jetzt muss ich mir überlegen. Ich möchte das hier alles. Jetzt oder nicht? Nö, ich glaube, ich muss den nochmal neu machen. Erstmal so ein bisschen anzeichnen. Aua, relativ. Nein. Ah, ich habe schon wieder Schildkröten auf. Okay, und die Ecke. Und dann müssen wir das gleiche hier nochmal. Haben wir noch? Da, aua. Hm. Okay. Dann muss ich mir überlegen, wie mache ich jetzt den Boden? Weil ich kann hier keine Slabs hinlegen, weil dann können wir hier oben nichts mehr hin. Heißt, ich muss, ob ich will oder nicht, mit vollen Blöcken arbeiten. Hm. Könnte Eiche in dem Mai. Eiche müsste.
Das sind die Reste. Okay, dann nehmen wir Eich. So, aber da haben wir noch mal die Blöcke haben. Und 3, 2. Okay. Könnten natürlich verbessern. Einfach hier Brüste. Okay. So, und dann gehen wir jetzt mal gucken. Das heißt, ich lege jetzt den Boden. Ups. Weil das sieht man nämlich. Okay. Bleiben Sie weg von meinem Haus. Ja, ja, ist meine ich. Und lästig. So. Das nicht denken, dass Sie... Oh, jetzt war eine ganze Menge, aber das ist... Aua! Was machst du hier auf meinem Dach? Hör auf, das anzuzünden. Geh weg. Pack langsam. Da will der hier mein Dach anzünden. Irgendwas stimmt nicht. Also nicht so laufen. Nee, Inge, das stimmt mit. Ich habe gerade irgendetwas mit dem Konfigurieren von dem Path nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich verstehe nicht, warum ich ständig da rausgekickt werde. So. Heißt, wir brauchen viel mehr von den Eichen. Eiche. Haben wir hier zumindest einen Deckel drin. Ich bin nur noch überlegen, wie ich das Problem mit der Eingangs... Weil da kann ja eigentlich immer noch viel reinkommen. Da ist. Oh. Irgendwann merke ich es. So. Irgendwann. So. Eigentlich. Okay. Tja. Okay. So, dann muss man natürlich leuchten. Noch. Dann müssen wir uns natürlich Gedanken drüber machen, wie man dann hier oben reinkommt. Da denke ich mal, werde ich mir eine gewändelte Treppe, eine Trendelwippe sozusagen rein. Natürlich Farbe drauf zu.
Und diesmal mache ich auch nicht den Fehler, dass ich jetzt einfach losbaue und das nicht einrichte, sondern ich möchte die Sachen dann immer gleich einrichten und funktionstüchtig. Das heißt, ich werde relativ gemächlich hier voranschreiten mit dem Bauen. Immer erst etwas Neues anfangen, wenn das andere fertig ist. Weil sonst habe ich den gleichen Effekt wie in Momentum. Das heißt, ich habe super große Dinge gebaut und ja, die, Okay, ich erinnere dich daran. ja, die man nicht eingerichtet hat. Ja. So, okay. Okay, jetzt haben wir einen Deckel hier drauf. Das ist schon mal momentan hoch und runter, weil wir haben ja noch keine Trendelweb. Jetzt muss ich mir überlegen, was machen wir mit diesem großen Tor? Das Problem an der Sache ist, so wie es jetzt ist, können natürlich hm, die ganzen Monster da rein. Nicht so sinnvoll, habe ich noch viel. Noch zwei, wir müssen sprechen. Fällt mir noch nicht. Ja, genau die zwei, die fehlen. Praktisch hier. So, okay, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das Problem hier mit der Eingangstür. Also ich muss mir jetzt was einfallen lassen, dass hier keine Monster reinkommen. Jetzt kann ich natürlich beigehen und von innen auch nochmal Licht dran setzen und einfach so eine Tür. Das würde gehen. Das sieht zwar nicht besonders toll aus, ist aber sofern effektiv, dass mich diese Herrschaft belästigen. Ja? Und innen drin, wie gesagt, das wird jetzt auch noch. Also, wie gesagt, ich baue diesen Raum innen drin erstmal zu Ende. Erstmal ausleuchten. Huch. Äh, denn Bubu ist absolut seltsam. Ich bin seltsam. Ich bin immer seltsam. Das ist normal. Weißt du doch. So, okay. Also wir haben jetzt einen Ofen hier. Das nützt mir nichts. Jetzt muss ich sehen, dass ich Fichtenholz kriege. Oh, du hast dasselbe Problem wie ich. Habe eine Einrichtung und Deko und fertig ist. Genau. Ja. Also wie gesagt, ich bin immer so, ich sag mal so, im Bauen ganz groß, aber im Einrichten eine Null. Und ich habe mir gesagt, das werden wir jetzt ein bisschen ändern. Und ich werde mal kurz wegpacken. Ich und die Erde wegschmeißen, damit wir nicht gleich wieder alles voll gemüllt haben. Ne? So, dann werde ich mal gucken, ob unsere Fichten da schon sind. Sind sie. Okay, gut, kann ich rüberkommen ohne. Aber wir haben zwar Knochenmehl und Knochenblöcke und weiß ich was alles, um das zu beschleunigen, aber. Ach so, wir wollten ja probieren. Nee, ich bin immer noch Level 4. Da kann ich nicht zaubern. Ich glaube, das reicht nicht. Okay, wir werden jetzt die beiden wunderschönen Fichten auch wieder entfernen und wieder neue pflanzen. Geht das dann immer weiter. Also, no, abbauen, aufbauen, abbauen, aufbauen. Immer das, was man braucht. Weil sonst habe ich dann hier mehr mit dem Farm zu. Nein. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal die Fichten hier ab und dann machen wir uns an das nächste. Das heißt, ich werde von innen quasi nochmal sowas ransetzen. Dann möchte ich Stämme verlegen. Also, das ist so ein bisschen so Fachwerk mit, wie gesagt, noch habe ich kein Kupfer. Das heißt, ich kann jetzt momentan den modernen Teil an dem mittelalterlichen noch nicht ranbasteln. Da habe ich noch nicht genug.
Das machen wir aber, wie gesagt, dieses ganze Verzieren, Aufhübschen und da was raufsetzen. Da muss ich dann aber nochmal gucken. Bei Rio hatte mir dann nämlich so eine super Seite gegeben, wenn du dich erinnerst. In tollen Beispielen. Unter anderem auch dein Mein Fast. Nether-Projekt ist, genau. Und da muss ich schnökern, weil ich möchte etwas Verrücktes auf diese Plattform. Aber das etwas auch ein bisschen Funktionalität für den Hafen hat. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also einen Kran hinschmeiße. Ach, was total bekloppt. Ach, Bobo, Ja. ich habe auf meiner Singleplayer-Welt noch ein unbenutztes Schiff, das von einer Drachen, Das hört sich das wird gehalten, geflogen, wie auch immer. sehr interessant. Ach, was ich noch sagen wollte. Ähm, Rio hatte ja mal mich angefragt gehabt, ob es auch geht, verschiedene Rucksäcke zu haben mit verschiedenen Texturen. Mhm. Und ich habe es mal getestet auf meinem Server, das geht. Es geht. Mhm. Man muss halt nur für jeden das halt einmal eintragen in den Okay. Configs. Das heißt Also also, so an ein sich geht. Hummer hätte ein Hummer Skin Ich zum könnte zum Beispiel Beispiel. ich muss halt wirklich nur die Textur, also ich muss dafür das speziell die Textur-ID haben. Das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn ich Ja, zum Beispiel, Köpfe von einfachen Spielern nehme, die ich nicht so einfach schnell finde. ja. Oder welche, die sie halt selber, glaube ich, gemacht haben, ist relativ schwierig. Genau. Das ist für mich so an sich nicht möglich, den zu besorgen. Ich könnte aber zum Beispiel es gibt so eine Internetseite, die heißt Minecraft-Heads. Mhm. Das ist eine Datenbank mit allen möglichen Köpfen, also auch die Core-Köpfe, oder andere Sachen. Und dort könnte ich zum Beispiel, je nachdem, was du sagst, wenn die zum Beispiel sollen noch Drachenköpfe zugefügt werden Heißt, jemand oder könnte auch einen Hamburger Köpfe aussehen wie tragen. zum Beispiel, oder du kannst 'ne Bowlingkugel auf'm Kopf tragen oder du könntest zum Ein Beispiel 'n Bett. Creeper-Kopf auf'm Kopf Genau. tragen oder als Rucksack haben. Aber ich denke mal, das sind so Sachen, die würden wahrscheinlich dann eher über den Support gehen müssen. Also, dass wenn einer so einen Wunsch hat. Also, wie gesagt, bedenkt immer, dass Mimi auch viele andere Dinge immer am Basteln und Machen ist. Also, gebt ihr dann ein bisschen Zeit, wenn sie. Also, nicht gleich erwarten, so am selben Tag oder so. Da kannst du dir ja mal So, was überlegen. Also, machst du. na ja, ich könnte zum Beispiel auch spezielle Köpfe einrichten, die halt nur zu bestimmten Zeiten da sind. Zum Beispiel welche, die auch halt, nicht Level kosten, sondern bestimmte Items zum Beispiel, die dann halt auch nur für 'ne bestimmte Zeit da sind. Was Die ich könnte ich zum Beispiel bekomme dann auch da noch immer einrichten. von Mini-Chefin Anschiss. Ach so, mit dem nicht einrichten. Okay. Welche Rucksack? Genau, Ähm Wir haben hier auf dem Server Rucksäcke in Art von Spielerköpfen. Das ist 'n Plugin. Hat er schon wieder rausgelöscht? Problematisch ist jetzt zum Beispiel, mit Spielerköpfen können wir auch nicht so viele aufstellen, weil die auch Lags verursachen könnten. Mhm. Ja. Auch mal sehr viel aufpassen. Welcher Rucksack-Mod darf man verwenden? Also du brauchst da gar keine. Das macht die Äh, Mimi für euch. Mod Mod ist, das nicht. Das ist 'n Plugin extra für 'n Server. Äh
Es gibt auch Ja, eine aber Mod, das wo es Homer zum Rucksäcke Beispiel gibt. ist Spinnenrucksack oder Enderman-Rucksack. Die haben Fähigkeiten, aber soweit ich weiß nur Java. Eben. Und das ist nämlich ja, immer, den kenne genau, ich. das ist nämlich genau immer Das die Mod. Problematik, die wir haben, weil wir das, was wir euch anbieten, natürlich immer für Java und Bedrock zugänglich machen wollen und müssen, weil wir euch das ja irgendwo versprochen haben. Und deswegen haben wir ein Plugin, also hat die Mimi ein Plugin quasi serverseitig aufladen lassen, womit sie für euch quasi solche Sachen machen kann. Und wir müssen halt mal austesten. Also wenn jetzt, sagen wir mal, nicht zu viele diese Köpfe haben wollen, also zu speziell, wir müssen es austesten. Also inwieweit das Da gefunden. also den Server belastet. Wenn jetzt, sagen wir mal, ich meinen Fuchs habe, der nächste hat, weiß ich, einen Enderman und der dritte hat, weiß ich, einen Creeper oder sonstiges, was das mit dem Server macht. Also wie gesagt, sind ja da immer sehr bemüht zu gucken, dass also der Server spielbar bleibt. Also dass der richtig schön flüssig läuft. Das ist so das Hauptaugenmerk. Das heißt, wir können es austesten. Also mal so eine Testreihe auswerfen. Und sollte das zu serverseitig sein, also dass da zu viel Lags und etc., dann müssen wir uns überlegen, dass wir das ändern. Ups, Ja? ignoriert, was ich da geschrieben habe. Ich war schon wieder nicht im Editor drinne. Also wie gesagt, So, wenn ihr bereit seid, das mit uns zusammen auszutesten, können wir das natürlich probieren. Also Mimi ist ja immer offen für solche Sachen, die will das ja auch mal selber wissen. Und das ist ja alles, was wir jetzt auf dem machen, natürlich immer die Vorgabe dann auch für den nächsten Server, weil wenn es gut ankommt, dann kommt das natürlich mit rüber. Ne? Also ihr müsst euch mal vorstellen, so alles, was wir jetzt auf dem Server haben, also das, was wir auf dem ersten hatten, alles, was funktioniert, kam mit auf den zweiten. Und auf dem zweiten, wie gesagt, haben wir wieder neue Dinge drauf, ja, von denen wir testen, kommen die bei euch an, funktionieren die, laggen die, belasten die irgendwie oder so. Ja. Und dann setzt sich quasi aus den guten Dingen quasi der dritte Server dann irgendwann zusammen. Also, ihr müsst das immer so sehen, wir probieren immer wieder was Neues und dann gucken wir, ob es passiert. Und wie gesagt, aber da müssen wir halt mit euch dann auch so eine Vereinbarung treffen, dass wir sagen, okay, wir gehen auf euch ein, versuchen das. Ihr müsst aber damit rechnen, dass es vielleicht dann auch mal zu Lecks kommt. Dass wenn eine Idee nicht funktioniert, dass er dann nicht gleich auf die Palme geht oder sagt, ich gehe jetzt woanders spielen oder so. Sondern dass ihr einfach euch bewusst seid, wir sind natürlich dran, testen es aus, wenn es nicht funktioniert, geht's weg. Oder muss geändert werden. Also das ist so der Plan bei uns halt, ne? Also wie gesagt, dadurch, dass wir halt Java und Bedrock haben, ne? Also ist das immer ganz, ganz wichtig, dass wir das auch so ein bisschen mit euch dann absprechen halt und nicht einfach da euch ins offene Messer laufen lassen, wenn ihr versteht. Ne? Das wäre nicht gut. Und ich denke mal, wie gesagt, so, Bubu läuft herum. wenn die meisten also damit einverstanden sind, dann ja, könnten wir das so machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Mach ich. Ich wollte erstmal die Balken ein. Oh, jetzt muss ich mal gucken. So, Ah, nicht hier hin. Okay. Erst meine Gerüste wieder auspacken. Ein jetzt hier mal einen Block. so, also jetzt können die Spieler Bubu suchen. So, ihr könnt mich suchen gehen. Also, Huma, Kai, auf geht's. Sucht mich. Bin am Spawn irgendwo. Mal sehen, wer der erste von euch ist, der es findet. Das Bubu auf Wanderschaft.
So, okay, hier haben wir den ersten Balken. Entfernen. Ich bin gespannt. Wettrennen. Okay, dann machen wir hier die. Okay, das funktioniert. Die läuft am Lauf schnell. Spawner rum, genau. Ich, ich glaube, die läuft ein bisschen zu schnell. Ja, dann müssen sie rennen. Na, Bobo ist ein das geht Fuchs. gut. Bobo Ja? ist ein Fuchs. Bobo Ja. ist immer schnell unterwegs. Außer wenn sie selber spielt. So, okay. Das geht nicht so ganz auf, aber das ist ja automatisch das. Ich bin jetzt mal gespannt. Wie weit läuft die denn? Äh, Die läuft einen großen Kreis. Ah. Frank das Bubu. Jo. Alexa ist irgendwo im Sumpf unterwegs. Sind alle unterwegs. Ich bin gespannt, wer Nee, in Homer habe ich einer gesehen, der arbeitet. Trading. Ich weiß, wer als erstes das kriegt. Wer als erstes am Spawn ist. Ich bin gespannt, wer das Wettrennen Was gewinnt. macht er da? Birdmaker, wenn Ich. du zurück. Ich bin in Bobo So. schon. Ah, so. Nee, ich weiß jetzt. Ich glaube, ich weiß, wer als erstes das kriegt. Wenn ihr sie ordentlich findet. Ja. Läuft ein wenig weird. Ja, das hat was mit den Spawnpunkten, also mit den Waypoints zu tun. Wo ist denn die jetzt, die alte? Oh, die Ja. Alte. Sagen Sie mal, Ja, Frau wo bist Mimi. Ah, gefunden. Oh, die Ansicht ein bisschen komisch. Ist ja nur ein NPC. Ja, immerhin. Ich glaube, die Oh. kommt manchmal mit den Dings nicht klar. Wenn ich die Punkte auf einen höheren Punkt setze, als sie eigentlich ist. Wie die immer da einmal im Kreis läuft. Ich meine, ich könnte das auch so machen, die können auch interagieren miteinander mit die NPCs. Oh. Bleiben Das die da wächst kurz stehen und lang. gucken sich an. Ich glaube ja. Warum ist da ein Wächst. Emerald-Block? Das wächst. Eine Ach nee, das ist was anderes. Ah! Aha. Zeit. Tipp, 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 tipp. Und hier zurück. So. Ich habe da jemand auf der Karte gesehen. Ah, ich sehe, ich sehe Birdmaker und Rennen um Blue eine Space Wette. Stone. Ja, aber die sind am falschen Punkt. Oh, Also, die sind schon in der Nähe, ja. das ist ja das Witzige. Das ist ja auch Und so Blue eine Space Quest. Stone müsste einfach nur mal umdrehen. Gibt doch nicht so viele Hinweise. Ich habe nur gesagt, die sind in der Nähe. Wo die Hinlauf ist oder so, ist so eine Sache. Ob die schnell genug hinterherkommen. Ja, wer ist denn das?
Ich meine, ich kann die noch weiterlaufen lassen, also alle Wege einmal lang laufen lassen, dann wäre es noch schwieriger. Der sucht, der findet. Ja, ein bisschen Ja, einfach. genau. Einfach kann jeder. Hä? Also, wir spielen ja schon auf einfach, aber der muss der Rest ja nicht auch noch alles einfach sein. Also ein bisschen mitdenken muss man Ja, hier du, schon. jetzt gerade läuft sie halt im Kreis, bestimmt einen größeren Kreis herum beim Spawn-Bereich. Dauert halt nur ein bisschen, sie zu suchen. Oder auch hinterher zu kommen generell. Das ist gemein. Naja. Da tippe ich mich. Das mit den Likes ist uns. Ne, nix mit Das, TP. das mit den Links ist. Viele schieben es Ich habe immer auf gesagt, den kein Server, TP. was ja nicht immer ist. Oder sagen, die Leute haben keine. Ja, wie gesagt, bei uns könnt ihr davon ausgehen, wie gesagt, dass es nicht so ist, weil, falsch. Weil, wie gesagt, unter anderem, wie gesagt, auch Leute vom Bauteam von Kroko hier aktiv sind und wir natürlich von diesen ganzen Dingen halt profitieren können, also von den Erfahrungen. Also wir wissen schon, was ein Server zum Laggen bringt. Außerdem, wie gesagt, arbeiten wir ja auch aktiv mit Kirito zusammen. Und ihr wisst ja, Kirito macht den Server von Kroko. Das heißt, wir haben hier einen Profi mit am Start, der in Zukunft also das hier auch mit überwachen wird, dass das hier alles funktioniert. Und Mimi ist auch nicht unerfahren. Na, du machst ja mit eigenen Servern und die müssen ja für dich auch spielen. Also Mimi ist eine von denen, die als erstes ausflippt, wenn Server leckt. Hey, warum dreht Das sie stimmt. jetzt um? Ja. Und Was Rio. macht sie jetzt? Ich habe aus Versehen etwas kann sein, dass die da irgendetwas jetzt hat. Welch Ja. eine schöne Blume. Input distance. Limit is Äh, 75. bei dem Thema mit dem Lex, das kommt auch drauf an, wen man da fragt. Ich zum Beispiel habe auch nicht viel Ahnung davon. Aber wie gesagt, wir haben Ich ja würde auch auch sagen, Cooper und Skeletto zum Beispiel, Wo die ist ja denn die auch jetzt? durch ihre Projekte Erfahrung haben. bei der Weizenfelder. Ja, wartet noch mal kurz, bevor ihr die findet. Ich muss da beim Path noch mal was machen. Also im Moment läuft sie ja wieder normal lang. Okay. Irgendwie. Ich glaube, die ist gerade, so, dass ich den Path verändern kann, zu weit weg vom letzten Punkt. Weil der Punkt ist ja an sich 75 im Radius. Musste immer sein. So, dann das hier dann sieht das nicht ganz behindert aus. Muss mal gucken, ob das jetzt geht. Ah. Jetzt ja. Jetzt ist die nicht mehr weit entfernt. Wo Direkt geht da lang. jetzt schon wieder hin? Weil ich die Punkte immer noch verändere. Ich mache noch mal neue Punkte dazu. Mag ich manchmal nicht. Was machst du gerade mit ihr? Wegpunkte erstellen. Weil der Pampa gerade rumläuft. Ja, das ist manchmal ein bisschen problematisch. Weiß manchmal echt nicht, was die Probleme hat.
Ups, falscher Knopf. Oh, oh. Sie ist immerhin etwas intelligent genug, die Brücke zu nutzen. Danke. Ihr seid wieder so lieb zu mir. Sie läuft auf sie- der Reling lang. Die ist gerade zuerst auf die Stürze gelaufen. Ich hab da. Jetzt lässt sie wieder zurück. Über die Mitte das mal. Mama, ich hab schon wieder dabei. Ich hab mich schon wieder geschrieben. Jetzt lässt sie wieder irgendwo hin. Ja, ich hab da ein bisschen was mit dem Wegpunkt verändert. Ich glaube, ich hab da ein bisschen was kaputt gemacht. Sie läuft zumindest auf Wegen. Ah, nee, okay. Ich bin ein Fuchs, ich kann auch außerhalb von Wegen mich bewegen. Nö. Dürfen nur, was? Dürfen nur Admins an den Spawn arbeiten, sonst wird. Genau. Weil er gefragt habe, ob der sich TPen Ja, kann. nee. Also das dürfen meine Admins auch. Tatsache, das ist eine von den Bedingungen, dass sie solche Dinge natürlich auch nur dann tun, wenn sie halt mit solchen, die jetzt mit den Programmierarbeiten halt beschäftigt sind. So, und dann müssen wir hier die. Der Weg, den sie lang läuft, ist mal wieder. Also wenn sie eine Pampa rumläuft, das ist normal. Okay, Ups. jetzt kommt hier nämlich keiner mehr rein. Mal von. Oh. Können wir denn noch Beleuchtung und so? Oh, also. Meine machen. So, jetzt. Das ist. Ah, weil die Türen da so. Versatz. Bisschen halb wie. Wo ist er denn jetzt? Bloß Daystorm war doch gerade noch hier. Was macht er denn da? Ich weiß gar nicht, ob ich hier den Weg lang gemacht habe. Warte, wo? Ja doch, da geht der Weg lang. Nicht ganz. Nee, wo ich gerade bei Blue Space Zone bin. Nein, die Popo ist gerade außerhalb des Weges gelaufen. Was Was? macht die jetzt schon wieder? Ups. Ja. Ah, Okay, und dann können wir hier nämlich irgendwann dann Laternen und so. wo ist sie denn?
Bei den Villager. Ah ja, ich wollte den Weg eigentlich noch mal über da beim Spawndorf noch einmal langlaufen lassen. Deswegen hatte ich hier einmal so 'n Hier, Ausläufer gemacht. bei mir. Da. Ah ja, dann hat sie wieder Probleme mit dem Pathfinding. Sagt einfach Unsinn. Muss keinen Sinn ergeben. Sie geht wieder zu dem Ausgangspunkt, den letzten, glaube ich. Oh, oh. Gesagt, bei mir müsst ihr euch dran gewöhnen, meine Blöcke müssen nicht einen Sinn ergeben. Was? Ne, soll 'n Rezept gemacht werden Nicht, für dass die ich Elytra? wüsste. Was? Passt nicht. Das muss auch nicht irgendwie symmetrisch oder synchron. Und hallo Lucien, vielen Dank für dein Raid. Hallo Jessie. Und Baradur ist auch da. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich bin gerade dabei, so mein Lager hier mal zu bauen. Und ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Ah, wie gesagt, Ich habe schon wieder den NPC verloren. das ist schon wieder ein NPC. Wie macht Ähm, man das? der ist bei mir. Ja, du, also ich verliere ganz schnell mal den, NPC. Vor allem, wenn ich Okay. so 'ne große Range eingegeben habe. Teilweise hier so. Einfach irgendwelche Dinger hier hinkleistern, die müssen keinen Sinn ergeben. Egal, ne? Also. Und hallo Grenz, schön, dass du auch wieder vorbeischaust. Vielen, vielen Dank. So, also hier macht es dann nicht so viel Sinn. Wir können natürlich, weil hier ist halt der Durchgang hier. Keinen Sinn. Wie gesagt, ich kann jetzt erstmal momentan nur ohne Kupfer bauen. Das wird noch. Weil ich versuche mich nämlich mal in einer Art von Steampunk. Da fehlen mir natürlich noch die ganzen modernen technischen Dinge und das kommt aber alles. So, okay, dann haben wir die Steine, die können wir jetzt auch eigentlich schon da wegschmeißen. Okay, das heißt also, wir brauchen jetzt Ja. definitiv Kupfer. Das heißt, ich muss jetzt auf die andere Seite rübergehen und ganz viel Kupfer farmen. Bei Oh, Josephus fehlt auch das fehlt am Stand. Okay. also irgendetwas hat Und wohl jemand den Hummer, Itemframe genommen. und Hummer, und, Das sollte man halt nicht rechtsklicken. so, ich kann euch ja mal, Ähm, weil ihr wart ja noch nicht da, mal die verrückte Base zeigen. Also das Ding, wir gehen ja jetzt sowieso rüber auf die andere Seite und dann kann ich euch das ups. mal zeigen. Ich kann hier nämlich auch mal den Shader wieder anschmeißen. Das sieht viel genialer aus. Ja, einmal ins Bötchen rüberfahren. Und dann könnt ihr nämlich mal sehen, wo ich jetzt meine Steampunk-Base riesengroß einbaue. Also nicht nur hier, das kommt später dran, sondern das Ding hier. So. Jetzt gucken wir natürlich genau gegen die Sonne. Ich mache mal den Shader nochmal. So, dann seht ihr das. Also das wird meine Steampunk-Base sozusagen. Also ich bin jetzt da unten gerade beschäftigt und das ganze Ding verschwindet dann mehr oder weniger ja, in meiner Steampunk-Base. Also so richtig mit Kränen, Uhren,
Zahnrädern, Wasserrädern, Wasserläufen, was auch immer, alles, was uns so einfällt. Also total durchgeknallt. Also ich will hier mal, das ist total durchgeknallt. Also wir können da auch mal so der Seite fahren. So. Ja, also hier gibt es dann so mehrere Plattformen und Durchgänge und Höhlen und dann gibt es hier sowas ähnliches wie eine Brücke, was wir dann verfeinern werden noch. Und also das ist richtig mega, weiß ich mal. Also hier zum Beispiel, ne? Also ja anders aus. Dann kann man hier durch, dann oben. Und wenn man auf die Seite zum Beispiel rüber geht, rüber, Kupfer, sehr schön. Also, dieses Füchschen ist genauso führt wie das Original. Ja, das passt ja. So, und hier geht halt eine Brücke rüber, ne? Und hier hinten, wie gesagt, ist ja meine Ferienbase dann hier hinten, ne? Bobos Ferienhaus, ganz klein, ne? Und hier vorne gibt es natürlich die Tiki-Bar. Und da steht zum Beispiel ein Porter, mit dem mich die Leute dann noch besuchen können. Ein Teleport zu Bubu. Okay, also wie gesagt, das wird hier so eine Brücke werden. Und hallo Padma. Wie schön, dass du auch vorbeischaust. Nehmen wir mal an, Leo hat Schluss gemacht. Und er läuft dran vorbei. Okay, dann werden wir jetzt mal das ganze Kupfer hier einsammeln. Das brauche ich nicht, weil Steampunk ist viel Kupfer, viel Eisen, also alle möglichen Metalle und ja. Das heißt, ich werde jetzt mal rüber zu der anderen Base gehen und dann mal das ganze Kupfer rausholen. Das ist übrigens noch eine viel durchgeknalltere, aber ich will mich jetzt erstmal einfriemeln halt in Steampunk und da wäre das hier drüben noch viel zu groß. Also, das ist nämlich ein Riesengelände. Das, wenn das da fertig ist, das Ding hier, dann mache ich mich an die zweite Seite ran. Das heißt quasi dahin. Viel Spaß euch noch. Ich bin raus für heute. Bubo, hol einen neuen PC raus. Der ist schon verstaubt, ja. Nein, den nutzt momentan mein Menne unten. Ich müsste die tauschen. Musste eigentlich nur tauschen, weil Cooper hatte mir eigentlich schon alles, was ich brauche, installiert. Das Problem ist nur die AMD-Grafikkarte, die mein OBS nicht. Also warum auch immer. Also, wie gesagt, das Problem wird demnächst gelöst. So, ich habe hier, wie gesagt, hier noch diese andere wundervolle Base. Da ist sogar noch ein. Ja, ich. Ja, dann und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu laufen, weil hier überall Löcher und Tunnel und also ihr seht schon, das ist hier auch eine Riesenanlage. Das wird dann quasi Steampunk Base Stadt sozusagen hier. Und seht, mit Wasserrutsche. Also die hat es auch in sich. Relativ groß. Übrigens gibt es hier mehrere solche Ecken, die hier relativ nah beisammen sind. Somit kann ich das also ausnutzen. Das ist natürlich was Schlechtes. So, ich könnte jetzt hier einfach ins Wasser springen. Yay! Quatsch. Ihr seht schon, ne? Also da lässt sich so richtig was draus. Allerdings ist hier auch nicht viel Kupfer, habe ich. Das heißt, ich muss mir doch eine Höhle suchen. Kupferform gehen. Nee, es das ist gar nicht. Oh, ich doch immer so eine Angst. Okay, wir nehmen auf jeden Fall schon mal die Kohle mit. Die brauchen wir nachher, weil wir haben zwar am Markt einen, der Rohkupfer quasi und verkauft. Aber ich möchte halt nicht mir das zu einfach machen. Ich könnte jetzt da zum Spawn gehen und natürlich mir das zusammenkaufen alles, aber
So, jetzt muss ich mal überlegen, was machen wir? Haben wir hier irgendwo eine Höhle in der Nähe? Wir könnten natürlich hier hingehen. Wartet. Halt. Ich. Okay, wir werden in die Richtung gehen und werden zu dieser anderen Felsmassivanlage gehen, weil da müsste eine ganze Menge Kupfer drin sein. Weil da habe ich noch nichts weggefarmt, weil hier hatte ich Sachen rausgeholt. Und ja, am Bettchen habe ich natürlich eins mit, das ist sehr intelligent. Habe ich eine Schere mit. Okay, Schaf, bleib mal bitte stehen. Ich hätte gerne Wolle. Ja, 3 Wolle haben wir schon. Dann fällen wir mal kurz einen Baum, machen uns das Bett fertig. Ach, eine Werkbank haben wir auch nicht mit. Also. So, okay, dann machen wir das, das. Werkbank aufstellen, Bettchen. Okay. Werkbank wieder abbauen. Ja, ja, nick mal. Ja, ja, du gibst mir recht, sag ich doch, ne? Also. Okay, dann gehen wir jetzt Kupfer besorgen in dem anderen Felsmassiv, ne? Äh, Bubu, okay, ja. kannst du immer noch zu mir und bei mir die Kupferblöcke holen. Ja, das kann ich auch machen, wenn der Weg nicht so weit wäre. Mhm. Weil ich habe ja eigentlich alles hier. Ich muss halt nur immer ein Stückchen hier durch die Gegend. Schaut mal, und das zum Beispiel ist jetzt die dritte Möglichkeit, wo wir halt, also sagen wir mal so, mein Ziel ist es hier im Grunde das alles umzuwandeln und mich dann hier quasi um dieses ganze Ding rum mit Steampunk zu bewegen. Weil der Server wird eine ganze Weile existieren und ich habe ja vor, so oft wie es geht hier zu spielen und ja. Also brauche ich auch etwas, was ich ein richtig schönes Megaprojekt machen kann. Ja, und alle, die halt lustig sind, da auch mit dran bauen wollen, die können es machen. Ja, aber wie gesagt, die meisten haben so ihre eigenen Megaprojekte. Also Christa ist ja auch so eine von den Verrückten halt, ne? Etwas ja sehr großes, massives Wort, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie kommt man auf solche Ideen? Also, es ist krass. Okay, zumindest hätten wir hier schon mal so eine halbe Höhle. Okay. Ich jetzt erstmal den einfachen Weg, weil dann kann ich mich mit euch nämlich auch noch unterhalten. Das, ich bin nicht Multitask. Macht. Oder die können wir gleich mit rein. Warum nicht? Auf jeden Fall, wie gesagt, können wir natürlich das auch machen, dass wir uns das ganze Kupfer natürlich auch vom Markt besorgen können. Aber wie gesagt, es ist halt für mich so immer mit sehr relativ weiten Wegen verbunden. Und von daher sage ich mir, trotz Teleport muss ich da halt über mehrere Orte reisen, dahin zu kommen. In der Zeit kann ich dann auch hier rumlaufen, Sachen halt abbauen. So, okay, dann schauen wir mal. Da oben gibt es Eisen. Da ist gut. Na, endlich. Sehr schön. Okay. Wenn ich gehe, da geht's runter. Können wir ja mal reingucken. Dann machen wir das. Hopp. Die Nacht. Okay. Dann werden wir mal weiter. Okay, da ist Tiny drin. Warte mal, wie stellen wir das Bett hier?
entzücken wir mal und ja, ich hab dich schon. Ja, schieß hier runter. Mach mal. Nicht mit mir. So. Hast du dir so gedacht? Da kommen wir aber nicht runter. Deswegen müssen wir das lang. Okay, alles. Dann schauen wir hier mal. Ah, da. Brötchen hier wegmachen. Irgendwie sogenannte Kuschelfreunde, die gar nicht kuschelig sind. Okay. Nämlich Kupfer habe ich gekriegt. So. Binnies. Und so. Jetzt sind die. Okay. Hm. Gut. Hinsetzen. Dann kann uns hier nichts passieren und wir können uns jetzt erstmal ganz gemütlich hier raus. Ach, davon werde ich unten brauchen. Und wenn die Kohle nehmen wir uns da oben. Weiß nicht, dass das nicht abfällt. Das kann ich übrigens auch immer sehr gut. Unterm fallenden Kies. Mhm. Da bin ich auch. So, okay. Da oben. Ja, da oben ist überall Kupfer hier. Ich habe meine Gerüste mit, das ist praktisch. Ah ja, ich war echt. Autsch. So. Immer meine Gerüste auspacken. Ich liebe meine Gerüste. Okay. War das jetzt ein? Nee, die sind da vorne. Okay. Ah, nicht in die Länge. Richtig. Nicht blamieren hier. Heißt doch wie Gerüste. Rausnehmen in der Hoffnung, dass nicht drüber liegt. Da jetzt. Oh. Das. Gut, dann haben wir hier schon mal das ganze Zeugs raus. Jetzt so kann man auch noch mitnehmen. Und da habe ich schon wieder von gesehen. Sehr schön. Okay. Das müssen. Also ich finde die Gegend wunderschön. Also man kann so viel draus machen. Und vor allem, was mir halt gut gefällt, dass mehrere Biome hier hat. Ich hab so von jedem Biom. Was natürlich die Materialbeschaffung für mein Vorhaben wesentlich effektiv. Etliche Spuren sind hier in der Nähe und einen großen Teil habe ich natürlich auch an
Dingen, die ich noch nicht in meinem Ferienhaus gelootet habe, weil das ist ja ursprünglich mal so ein Pillager-Wohnheim gewesen für Arme. Ein riesen Wohnheim, ich glaube in so einem Altersheim. Auf jeden Fall waren die alle ziemlich arm da drin. War eine Menge. Waren sehr viele alte graue Herren dort drin. Ja. Die haben Rio und ich mal so ein bisschen im Jenseits befunden. Eine Kohle. Mal da hier. Sowas müsste ich jetzt für Kupfer. So fette. Autsch. Popo, Ja. in Tropfsteinhöhlen gibt es jede Menge Kupfer. Ein Tropfstein. Dein Ernst. Muss ich eine Tropfstein? Ja, Oh Mann. nein. Was? Oh nein. Oh doch. Ja. Oh nein. Nee, ich habe gesagt, nein, musst du nicht. Muss ich nicht. Darf ich. Musst du nicht. Niemand zwingt dich dazu. Darf ich. Das sieht auch. Ich finde gerade ganz Mann, das viel sieht- Kupfer. Gibt so schöne Ecken. Aber wie gesagt, ich ziehe jetzt so noch ein bisschen nur herum. Ich habe noch genug zu essen. Ich habe mein Boot bei. Also alles gut. Wir können auf Kupfersuchreise gehen. Vielleicht finden wir ja eine von diesen legendären Riesenhöhlen mit Lashy Cave und so. Und bei dieser Weg machen wir uns jetzt einfach ganz frech auf den Weg Richtung nein, Mimi. nein. Hm. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Okay, bringst du etwa jetzt das Kupfer mit? Ja, Okay. Na gut, und farm dann. noch nebenbei noch mehr. Ja, Ich meine, ich kann auch farm. wieder zu mir gehen, dann Nö, kommst du nö, zu alles mir. gut, alles gut. Kannst gerne das schon ablegen da. Sag mal so, ich suche dann mal so nach einer Aschik. So, jetzt mache ich das mal wieder so an und drehe mal so ein Bobo, bisschen die Gamma keine, runter. Ja, keine Lush Cave, Tropfstein. ja, Tropfstein, ja. Aber wir haben doch letztens festgestellt, dass manche Höhlen auch so eine wunderschöne Lashy Cave hatten. Ja, aber was willst du da? Das findest du kaum Erze durch den Da ganzen sind gar Moos. keine Ärzte gemacht. Sind doch viel Doch. schöner. Lash Caves sind Doch, viel schöner. du findest welche, aber die sind von den ganzen Moos bedeckt. Das heißt, ich muss Von die den ganzen das ganze Ton Moos und da Moos ausschnippeln. Ja, ich musst muss du mal gucken. nicht. Okay, ich sollte mal meine Lederschuhe aus. Leicht die Schuhe anziehen. Ich glaube, da läuft sich. Was haben wir denn hier für eine nette Höhle? Das ist keine Höhle, das ist eine Schlucht, wo ein Pilz drin. Oh, mit Lush Cave und ja, ich habe eine gefunden. Ich habe zwar von mir überhaupt. Dein Ja, Ernst? doch. Ah, wir müssen uns nicht Fackeln machen. Du siehst aber, dass du da kaum was von Erzen siehst, da alles voll mit Moos ist. Ja, aber ich wollte doch mal gucken, ob da eine süße Wesen. Ich sehe Kühe unten. Weißt du sie? Dann ist es wahrscheinlich noch eine Dings. Müsste irgendwo eine Stadt dann drunter sein. Wenn du unten in der Lush Cave Kühe siehst, Hm. müsste da eine Stadt geben. Da gibt es diese Oder ist ein Dorf. lustigen Pflanzen, wo man sich raufstellen kann und dann machen die Knick. Was ist denn das? Warum ist da TNT? Gehört mit zu dem Dorf, glaube ich. So, ich bin Auf falsche jeden Richtung Fall gibt's gelaufen, hier da muss viel ich lang. Ton und Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und ich wollte mir einen Baum fällen, damit ich eine Werkbank habe. Ich glaube, das gehört nicht hier rein. Nein? Nein.
Da ist eine TNT-Schleuder Wasser, in der Höhle. Kupfer. Eisen. So, mal gucken. Ich habe 5 Stack Rohkupfereisenblöcke. Sehr schön. Rohkupfereisen, genau. Kupfer. Okay. Fast 6. Kupfereisen. Ich bin hier schon ganz unten. Oh, ist das hübsch hier. Hier bleibe ich. Hier ist schön grün. Aber sind keine Axolotl. Mhm. Und Knallgurken. Nein, hier sind keine. Knallkörper. Noch. Hier habe ich keine gefunden. Oh, es geht immer Ich tiefer. sehe zwar auf der Karte. Ah ja. Guck mal, es geht immer hier rein. Hübsch. Hier gibt es Eisen. Und da runter. Das ist Lava, da will ich nicht. Ist zu heiß. Komme ich denn jetzt? Könnt ihr mein Wasser immer nehmen? Und mir eine Wasser holen. Ja, doch was. Wasser. Au. Was schießt denn mit Pfeilen? Ei, jetzt bin ich aber zu tief. Aber nicht gut. Ich will hier raus. Das mag ich. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier ganz unten hin will. Okay. Oh, und schöne Krümelblümchen gibt's hier. Und komische Bewohner gibt's hier. Blöde, böse Bewohner. Weg. Es werde Licht. So. Ich bin immer wieder so froh, dass Rio diese wundervolle Idee hatte mit dem Gamma. Weil sonst würde ich hier echt elendig sterben. Weil ich alles immer viel zu spät sehen würde. Ja. Was für eine Höhe. Hallo? Sind Sie hier? Viel Eisen gibt's hier. Okay. Viel Eisen, viel Ungeziefer. Für Zombie. Machen erstmal so ein bisschen klar Schiff hier in der Höhle. Diamanten sehe ich. Sehr schön. Ich da nicht so wagt. Vielleicht sollten wir hier einfach mal ein Bettchen aufstellen. So, wusste es. Dass ich hier schon wieder von hinten rücks angegriffen werde. Genau, Spinne, helf mir, greif ihn an. So ein komisches Lager gefunden. Ah, Aber hier war jemand schon. oh, sehr schön. Wir schlafen in einer Höhle, umzingelt von irgendwelchen Monstern. Sehr nice. Muss in die Richtung. Na, Kannst du mir Spinnennetz. Ton mitbringen? Ja, kann ich machen. Auf dem Rückweg bringe ich gerne Ton mit. Hier. Ich mag ich. So, jetzt werden wir erstmal was essen. Weiter ausleuchten.
weiter einen netten Gesellen hier in die Ecke bringen. Oh, hier ist ein Lavasee. Ah, okay. Machen wir so. Wenn ich kann in die Lava. Bisschen leuchten. Ja. Dann alles in Ruhe abgrasen könnt. Ihr seht, hier ist eine Menge an Diamanten. Das ist schon wieder so ein Herr, der Streit sucht. Gehen Sie weg. Ganz Noch viele. mehr Kupfer. Naja, mach bumm. Aha. Ab. Überall Diamanten, das ist sehr schön. Da haben wir ja eine richtig geile, fette Höhle gefunden. Mit Diamanten drin. Sehr schön. Oben rüberlaufen, unten. Ja, da. Ausleuchten, ja, dann können wir das nämlich alles in Ruhe dann abernten. Kohle und so. Einiges. Also Kupfer finden wir hier zwar nicht, aber wundervolle Diamanten. Nö, brauchst du an sich auch gar nicht suchen. Ich komme Ein mit riesen Lavasee. Ah, dass es keine Boote gibt, mit denen man über Lava über. Das wäre jetzt richtig. an sich, du könntest platzieren und drüber springen. Aber Wasser kann Immer. ich. Kann ich hier Wasser auf Quelle habe, die ich aufnehmen kann. Warte mal, ich hätte da oben Quelle. Sofern dieses Skelett sich bereit erklärt, dort zu finden. Und dieser Herr Creeper. Wusste es. Ich wusste es, dass du das machst. Okay, wir nehmen jetzt einfach den Wassereimer. Ich will hier keine. Ah, Wassergang. Wieso kann ich das Wasser nicht? Das ist merkwürdig. Das Problem ist, dass das ja nicht die Quellen sind. Da nicht im Wasser. Dann müssen wir. Wir gehen mal zu der Lush Cave zurück. Da wo die Lush Cave. Weil da sind ganz viele Wasserlöcher. Da können wir uns bestimmt ein bisschen Wasser klauen. Ausleuchten. Oh ja, mein Problem. Ab. Ja, Garden Key. Bei mir her. Ah ja. Ah. Wasser. Wir können da hoch. Mal schauen, ob wir da hoch. Lush Cave rein, dann Wasser hoch. Und man kann sich ja über diesen Lavasee ja mit im Grunde genommen
Sehr schön. Dann können wir uns hier, glaube ich, Wasser. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Okay. Also auf jeden Fall ist das schon mal eine sehr schöne Lush Cave. Die haben wir jetzt aufgerichtet. So, ich werde jetzt meinen Auftrag mal erfüllen und werde hier mal so ein bisschen tun. Obwohl es den ja eigentlich auch ohne, Der am Spawn fragst du gerade. ja, weil Ja. deswegen sage ich ja, am Spawn gibt es ja auch einen Eigentlich. Stand für Ton, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich bin Ja, jetzt gibt es. einfach mal. Ja. Ah, Wo steht Emeralds? so, dann müssen wir mal sehen, dass wir da was machen. Warte mal, was schmeißen wir weg? Sonst lass doch die in den ganzen Blöcken. Man kann die ja Ja, entweder ich mit habe die einem. ja. Genau, ich habe die gerade wieder zusammengecraftet. Schlimm. Ich habe keine Behutsamkeit auf mir geschaufelt. Achso. Ah, aber das geht. Ich kann die ja wieder zusammen craften. Wie viel Stacks brauchst du denn? Ah, so rum. Ah, Kupfer. Ich hätte mir den Ton auch am Spawn geholt. Aha, sagt ihr jetzt. Okay, ich gehe weiter meinen Kupfer suchen hier in dieser Höhle. Auch mal so in jede Ecke hier rein. Dann gucken. Okay, hopp. Rechts oder links lang. Das ist eigentlich. Ich liebe diese Pflanzen. Eisen. Gold. So, und irgendwann müssen wir natürlich dann, wenn wir hier uns an die ganzen Verzierungen machen, natürlich dann auch Klingklangsteine. Klingklangsteine. Amethysten. Klingklangsteine, ja. Yep. Klingklang. Da ist noch mehr Kupfer. Oh, Kai hat 5 Mitgliedschaften für Bubus Klötzchenbande verschenkt. Oh, wow. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Kai. Und Hannah kann sich freuen, denn der Tempina, Big Mac Cat, Black Sky Rose und Lady Heidi. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern von den Mitgliedschaften. Das ist super lieb. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das ist übrigens diese Mitgliedschaft, die verschenkte, mit der ihr hier auch auf den Server kommen könnt. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier oben raufkomme. Ja, und jetzt geht das Ding los. Ja, herzlichen Glückwunsch. Würdest du bitte woanders explodieren, als ausgerechnet bei mir in der Nähe? Okay, Apes, jetzt macht sie aber Ding Ding dauernd in meinem Ohr. Ding 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 Ding. Ah, ich freue mich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Kai. Das ist super lieb. Da freuen sich die anderen auch, dass sie wieder alle mitspielen können. Ihr könnt einen Monat Probe spielen hier sozusagen. Jo. Okay. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Sofern mich dieser Creep hier langsam mal in Ruhe lassen. Auf jeden Fall freue ich mich. So viele neue Klötzchen. Wow. Das wird langsam kuschelig voll hier bei uns auf dem Server. Mhm.
So, okay, dann schauen wir mal weiter. Lapis kann man ja auch nie genug haben. Da können wir nämlich schöne Lapisblöcke. Muss ich mal gucken, was weiß ich weg. Jeden haben wir. Ne, Tuf. Blauen Farbstoff. Okay, hier ist noch wieder Eisen. Sehr schön. Wir nehmen Eisen mit. Ranken brauche ich nicht, weil die haben wir genug bei uns. Gelände. Bei dem Mango oben. Jetzt lassen wir da das Eisen. Oh Mann. Auf jeden Fall, wie gesagt, freuen wir uns auf ganz, ganz viele neue Klötzchen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie komme ich denn jetzt auf den Server? Also, das ist ganz einfach. Ihr müsstet nur in den Discord euch die Serverregeln durchlesen und Serverregeln. Und dann geht für euch als Mitglieder dann quasi ja der Mitgliederbereich auf, dort auch nochmal die Serverregeln akzeptieren. Lesen und akzeptieren. Lesen und akzeptieren, genau. Mit den ganzen Regelungen. Was, ja, ich bin gerade irritiert, Auch weil ich die Blume ordentlich nicht auf. durchlesen. Genau, ordentlich durchlesen. Weil wir haben hier so ein paar Besonderheiten eingeführt, damit halt jeder auch gut zusammen miteinander spielen kann. Also auch was so Farben angeht und solche Sachen. Also lest euch das gut durch. Weil, wie gesagt, es ist ein bisschen ein besonderer Server. Hab ich hier eigentlich. Sollte doch langsam mal meinen Rucksack. Dinge da irgendwie reinpacken. Ja, vielleicht mal ganz an. So. Ja. Einmal ist wieder voll. Schmeiß nochmal rein, alle Tiere. Oh, habe ich eigentlich mein Bett gelassen? Eine gute Idee. Ich habe mein Bett nicht mitgenommen, weil ich es nicht aufnehme. Der in. Okay, naja, macht nichts. Da sterben wir nicht von. Hoffen wir. Hoffen wir ein. So, ich bin dann mal hier unten. Die Pflanzen sind einfach sind die so witzig. So, einmal hier hin. So, wir bauen uns hier einfach so ein durch die Gegend. Ah ja, tschüss. Gehen Sie weg. Ich mag Sie nicht. Gehen Sie weg. So, kann ich jetzt hier gefahrlos mal wieder hoch? Mann. Komm, lass mich. So. Okay, hier liegt überall das ganze Lapis-Lazuli rum, was ich durch die Gegend geschmissen. Okay, hier ist der nächste Kandidat, der Prügel haben will. Komm her, ja. Richtig. Ja, du mich auch, aber ist egal. So, okay. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Kupfer kriegen. Mann. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber wie ihr sehen könnt, versteckt sich das hier doch. Gibt sogar Redstone. Okay. Mitnehmen. Bubu. Ah, Bin da. du bist da. Ich bin nicht da. Du bist da, wo ich nicht bin. Ich bin Ich immer muss noch nur in den Weg hier durch den Dschungel finden. Da sind überall Planken verlegt. Da findest du. Und Licht. So, ich Teilweise ja. hatte hier gerade so eine nette Kupferader. Das passt. Okay, dann können wir das wieder stacken. Dinger können wir hier lassen. Dann uns drauf bauen. Halt. Du solltest ein bisschen Gras hier schneiden. Halt. Oder die Büsche ein bisschen, Gras schneiden. Weil die ganz schön ins Gesicht hängen. Ah. Sie meinen die Ranken. Die Ranken. Genau. Ja, Ich wusste ja. das deutsche Wort nicht.
Die Ranken sind ein bisschen stressig da, aber hier geht's immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Ich will aber nach oben. Mal sehen, dass wir wieder nach oben. Vielleicht finden wir bei der Gelegenheit unser Bett auch wieder. Keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe, aber naja. Es ist nicht weiter problematisch. Ja. Du hast eindeutig nicht überall Planken platziert. Nein, habe ich nicht. Weißt du, zwischendurch bin ich auch mal faul. Oh, da ist Lava, da sollten wir nicht. Aber hier kommen wir wieder nach oben. Das ist. Soll ich Mimi? das unten im Haus platzieren oder Falsche Richtung. falsche Richtung? Unten Nach im Haus. Norden ist es. Also es wäre ganz Und in meiner Base. du hast oben Betten und du hast unten das Haus. Wo soll ich es platzieren? Unten im Lagerhaus. Okay. Warum komme ich hier nicht? Das ist ja. Du hast übrigens da Oh. oben Pillager. Ist im Boot eingesperrt. Okay. Will nach oben. Nach unten. Könnten ja auch versuchen. Immer hier. Dass das klappt und Luft holen kann. Okay. Bitte nicht trinken. Oh Gott, wo bin ich? Ich werde so jämmerlich. Ich werde so jämmerlich ertrinken. Autsch! Das macht doch auch. Gibt es hier keinen Ausgang nach oben? Ah. Stopp. Hab abgeliefert. Du hast jetzt fast 7 Stacks Kupfer-Rohblöcke. Okay, das reicht für ein Weilchen. Du musst sie halt nur alle durchbraten. Ich meine, ich kann die Kohle, die ich noch gefunden habe, die 62 Stück noch da lassen. Autsch. Das ist praktisch. Wir tauchen nach Irgendwas, oben was und ich da finden lassen Eisen. kann. Okay. Halt. Noch ausbessern. Nö. Gut, ich flitze dann wieder zurück. Nächste. Ei, ei. Auf jeden Fall schon mal halbwegs. Ich würde gerne da. Hier ist auch noch Kupfer. Hallo Uniona! Lange nicht gesehen. Schön, dass du auch vorbeischaust. Ich versuche mich hier gerade in meiner Bubu-Manier irgendwie aus einer Höhle rauszu manövrieren. Ein bisschen wässrig. Oh Mann. Leuchtet. Kommt schon wieder Wasser, aber das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind oben. Zurück. Oh, yay! Ich hab's geschafft. Sehr schön. Uff. Ich hab mich ja schon ertrinken sehen gerade. Weil ich bin nämlich Ich mich auf der grad auch. Suche nach Kupfer für meine Steampunk-Base. Und bin da eigentlich ganz erfolgreich gerade. Jetzt werden wir mal zurücklatschen und schauen, mal selber gucken, wo ich hier hin muss. Warte mal. Ah, okay. Das heißt, wir drehen uns mal so ein bisschen.
da quer. Wir laufen einfach mal durch Pilze und den Wald, den ich nicht mag. Ich kann da ja schon einfach querfeldbeet ein, natürlich ohne in diese Höhlen wieder reinzufallen. Echt nicht schlecht. Ich hab's geahnt. Wusste es, dass ich hier wieder reinfallen werde. Mann, ich hasse diesen Pilz. Überall Löcher am Boden. Oh Mann. Okay, wir gehen mal zu unserer Base zurück, weil ich habe eine ganze Menge an Kupfer. Es reicht natürlich bei weitem nicht aus. Mimi hat jetzt auch schon eine Lieferung gebracht. Und, ja, ich bin halt gespannt. Also, da sind auch schon wieder Löcher am Boden. Okay, hier sind wir rein. Da kann ich mich dran erinnern, weil hier nämlich dieser eine Pilz ist. Oh, runtergegangen sind. Hopp. Okay, also die Chancen bestehen, dass ich mein Hallo Schaf, dass ich das relativ hinten. Wir sind ein bisschen an der Küste unterwegs und ein bisschen durch den Wald. Da, und jetzt tue ich meinen Augen wieder was Gutes. Das heißt, ich werde jetzt den Shader wieder anmachen. Gucken. Ein bisschen angenehmer aus, weil das andere ist doch relativ schrill immer für mich. So, okay. Weiter vielleicht mal. Das sieht sehr gut aus. Wir sind schon in der Nähe von der einen Base. Schaut mal, was man da alles draußen machen kann. Das ist so. Es ist der Wahnsinn. Also echt krass. Also das wird dann auch, sagt auch der zweite Teil werden. Ich habe jetzt gerade kein Bett. Das heißt, wenn es jetzt Nacht wird, kleines Problem, aber das macht. Gut, wir laufen mal ein bisschen schnell den Sternenhimmel. Mann, ist das du. Okay, wir buddeln uns mal kurz ein, bis jemand geschlafen. Okay. Buddeln uns mal wieder aus, weil es hat jemand geschlafen. Dankeschön. So, okay, wir müssen jetzt darüber. Und das, Oh oh. okay, Bildschirm. Ab. Kommen wir hier mal dezent lang. Das ist sozusagen ja hier die zweite Ära, wo dann später das andere Projekt entsteht. Kommen wir erstmal zu dem kleinen Punkt gerade. Hier nämlich hoch. Über das ganze Ding hier hinweg. Mangroven in Sicht kommen. Ja. Vorne langsam das Auftauchen. Will. Oh, ich und Richtung. Okay, in die Richtung. Aber die. Entweder schnarchst du oder junst du. Dienst du. So, da hinten seht ihr schon was aufploppen. Da ist meine Base. Das Ding da hinten. Da müssen wir jetzt hin. Ich gehe gleich drauf. So. Voraus, voraus, voraus. Da. Ich komme. Bin gleich. Da. Lala.
Autsch. So, da ist meine Base. Und da unten ist schon mein Lager am Entstehen. Und wie gesagt, Thema Steampunk, Megaprojekt. Und aus dem Ding da werden wir so richtig was total Verrücktes machen. So, ich komme hier übrigens immer noch nicht hoch. Ja, das ist auch so ein kleiner Denkfehler noch, dass ich hier mehr oder weniger nicht wirklich anlegen kann. Da müssen wir Musst du also einen auch noch Steg was ranmachen. tun. Ja. Okay, also ich bin wieder in meiner Base. Yay, juhu. Sehr schön. Okay, sehr schön. Ich komme gleich nochmal vorbei. Ich habe noch mehr Kupfer gefunden. Du hast noch mehr Kupfer gefunden. Ne? Warum findet sie Kupfer und ich nicht? So, dann können wir hier eigentlich Weil schon ich mal... in Seen reinspringe, in Höhlen reingehe, unter Wasser alles abbaue. Oh, ey, schaut mal. Da lässt sich doch was Bobo, mitmachen. ich hab dir doch gesagt, dass du in der Lush Cave kaum was Ja, findest. aber die war Aber so nein, schön. Die war man hört nicht schön. auf mir. Das ist Bubu. Seit wann hört die? Schau mir in die Nie. Augen, die war Das ist schön, sag taubes ich Füchschen. dir. Schön. Das war ganz viele Dias da drinne in der Lush Cave. Und mein Bett Das heißt, ist da. dass man sie taubes Füchschen nennt, überhört sie. Oh. Ich bringe auch noch hier Kohle mit zum Braten. Sehr schön. Okay, ich habe hier irgendwo meine schwarzen Steine hin. Habe ich die schon genommen? Da habe ich noch in meiner anderen. Die habe ich noch in meiner anderen. Also, okay, dann habe ich noch eine ganze Menge zu holen, glaube ich. Oh Mann. Das ist gebraucht, das ist gebraucht. Okay, wir brauchen mehr Truhen. Das heißt, ich brauche Holz und brauche. Ihr hackt da schon Ja. wieder irgendwas aus. Nein, ich habe nur im Chat gerade geguckt. Okay. Spielchat. So, okay, wir brauchen definitiv Ei, mehr ei, ei. Lagermöglichkeiten. Ah, das Aus heißt, Hecken ein Bubu tun wir Schwarzstumpf. immer etwas. Ja, Ah wann tun ja. wir's nicht? Das stimmt. Kobbel. Vielleicht jetzt gerade. Dann packe ich hier mal den rein. Muss ich hier natürlich erstmal wieder aufräumen. Zu essen haben wir hier nichts. Dem Zeug. So, den gucken. Da ist das fertige Kupfer drin. Mal Schlamm drin. Da haben wir eher. Da ist es. Dann haben wir jetzt wieder was Neues. Knochen haben wir wieder noch. Und lustig. Aber jetzt doch keine wirklich. Den haben wir hier. Da ist. So, jetzt machen wir einmal den Rucksack hier. Ist ja nicht so, dass ich nicht hätte. Du hast übrigens hier im Wasser auch noch 4 Lapis. Mhm. Ah, hier waren die Diamanten. Ich sehe man kommen. So. Kann ich hier einrollen?
Dann haben wir noch So, Kohle. da hast du noch mehr Kupfer. Dankeschön. Kommen wir ja schon mal richtig weit mit. Wie gesagt, du musstest nur mal die Kupferblöcke dann wieder reinmachen. Ja, das ist ja, das ist ja das Kleinste. Aber da komme ich ja schon ganz großen Schritt jetzt mit. So, dann hatte ich gesagt, Ton packe ich hier rein. Und dann bei Zeiten dann mal jemanden zukommen lassen. Also schwarzes Zeug. Hm, Kohle habe ich auch unten in die Kiste, in den Fass mit dem Kupfer reingepackt. okay. So, Noch ein paar Stacks zum Durchbraten. dann kann ich reinpacken. Ich habe sogar 2 Blümchen. Sehr schön. Ja, Mangroven. Ich liebe Mangrovenholz, aber die Mangrovensumpf hasse ich. Ja, da kenne ich noch jemanden. Das ist sozusagen eine der schlimmsten Gegenden, die man sich überhaupt zumuten kann. So eine Hassliebe. Ja. So, Hasse den Sumpf, liebe aber das Holz. das geht. Vor allen Dingen, weil man so schöne Dinge draus machen kann. Ja, das Jeder ist auch kacke. Schuh übergelegt. Ja, null. Okay, Aber also ein dann Steak kümmern wir haben uns ja jetzt um für Kupferschmied. das Herzchen Holz, damit man Dank. das nicht abbauen muss, hat man ja im Dorf dafür einen Willi. Die fliegenden Berge, ja genau. Das ist so ein bisschen eine Anlehnung so an das Land der hohen Berge. Nur, dass wir hier halt ohne Elytra auskommen. Also ganz so schlimm ist es noch nicht, weil man kommt relativ gut auf die Berge halt hoch. Man muss nicht so viel terraformen, wie ich es ursprünglich befürchtet habe. Was wir jetzt mal machen können, wir können jetzt mal beigehen und ein paar Laternen her. So. Aber ich überlege langsam wirklich, so eine einzelnen Zwischenpunkte zu kreieren, wo man hinkommt, wenn man eine bestimmte Distanz hat. Damit man nicht immer zum Spawn so Ja, lange das ist braucht. auch so meine Überlegung gewesen. Also, dass man da ein bisschen, ja, mehr so die Möglichkeiten macht, halt so von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Weil wir ja momentan, wie gesagt, immer noch ohne den Nether auskommen müssen. Das heißt, wir können da auch keine Dinger machen halt. Also wir könnten es machen, aber das wäre dann wieder nur für die Java-Spieler und für die Bedrocker müssten wir dann immer sagen, ja, geht nicht so hoch. Aber was ist, wenn da einer wirklich dann mal eine blöde Naja, die Stelle für Sache ein ist halt Portal die, hat, ne? die können halt ab einer bestimmten Höhe nichts mehr sehen. Die Sache Ja. ist aber die, wir könnten ja auch einfach das, den wir haben ja generell den Never Hub und den Never Mhm. Hub könnten wir ja auch zum Beispiel auf Höhe 15 machen. Ja. Die Sache wäre, aber dann wäre es halt doof, weil die dann da unten alles mit alles abbauen, wegen dem Netherite, bei der Ancient Debris. Mhm. Kann ich. Wir müssen uns halt dann einfach eine Sache überlegen, auf welche Höhe wir Ach das so, weil ich bauen. die Fackel. Also zwischendurch ist echt. Oh. Die Frage ist, bis wohin können eigentlich nur bis wohin ist eigentlich die Neverdecke eigentlich maximal generell? Ich glaube 128 war das. 128, ja. Weil dann machen wir die Ich Neverdecke. würde auch dem wilden Farm vorbeugen, wenn es TP-Punkte. Das stimmt, das ist eigentlich eine gute Anmerkung von Kai, dass die Leute dann, weil die nicht mehr so sehr weite Wege haben, verzichten würden, große Farmen zu machen, sondern doch eher noch den Markt und das Farmland so nutzen würden. Weil ich habe ja auch das Problem, hätte ich jetzt nicht diesen Teleportpunkt, würde ich wahrscheinlich, sagen wir mal so, wenn ich es könnte,
wenn ich solche Dinge könnte. Ich kann sie nicht. Mir zum Beispiel eine Eisenfarm oder irgendwas so bauen hier halt, ne? Aber so Ich könnte ja brauche eine ich Bar. das halt nicht. Also ich komme halt von der Tiki-Bar aus bis, wie gesagt, zum Hauptspawn. Und vom Hauptspawn komme ich halt ganz bequem. Es ist zwar eine Rumreiserei, wie gesagt, auch mit der Eisenbahn, aber es lohnt sich halt, ja. Also, weil man dann unterwegs ja einmal ganz, ganz viele Sachen macht. Und vor allen Dingen der Sinn an der Sache ist ja, dass unser Hauptspawn ja gedacht ist als so eine Interaktionsfläche. Das heißt also, man sich unweigerlich dort dann viel eher dann auch treffen wird. Ja, also momentan ist eher so die Trading Hall. Also wo man dann die meisten immer antrifft. Ja. Aber ich denke mal, weil die alle noch relativ am Anfang sind, was Verzauberung und so angeht und Bücher und hast du nicht gesehen. Also, dass man die momentan ja sehr oft trifft. Weil ich bin der Meinung, wenn wir das mit diesen Zwischenports machen, dass die Leute dann eher noch den Hauptspawn nutzen, um von dort aus dann, weiß ich, zum Farmland zu reisen oder Trading Hall oder den Markt nutzen. Und man viel öfters den Spielern auch, die unterwegs sind, halt über den Weg läuft und mit denen halt, ja, sich gegenseitig besuchen kann und solche Sachen. Dann halt nur mal gucken, wo ich die dann hinbaue, ab welcher Distanz zum Weil, wie Beispiel. gesagt, momentan habt ihr ja zum Beispiel die Möglichkeit, per Frosch bei Mimi quasi ja zu mir zu reisen. Also zu dieser Steampunk-Area. Ja, und ich glaube, in Zukunft werden das einige auch nutzen, weil sie dann vielleicht doch neugieriger sind oder dass ja auch mal Leute kommen und sagen, okay, ich habe jetzt Bock, kann ich mitbauen oder sowas. Halt, warum nicht? Also, ich habe da kein Problem mit. Also, ihr habt gesehen, es ist eine wunderschöne, zerklüftete Landschaft, ein Riesengelände, ja, also, wie gesagt, auch gegenüber, also was ich euch gerade gezeigt habe. Und klar können dann Leute sagen, ey, Steampunk würde ich auch gerne mal probieren oder ich kann es besonders gut. Naja, das so zusammenbauen. Das ist so der Sinn hier auf dem Server. Also auch das Miteinander. Also nicht, dass jeder irgendwo in seiner Ecke hockt und alleine vor sich hin. Miteinander. Ja, gemeinsam etwas schaffen. So, ich wollte immer noch die Laternen machen. Da. Damit wir hier so ein bisschen mal. Dann könnten wir schon Ketten nehmen. Ketten. Weil ich weiß ja zum Beispiel, Alaska ist unglaublich weit weg. Krista ist jetzt so viel wie ich weit die am weitesten weg ist. Ja, die aber sich auch witzigerweise immer die Mühe Trio macht, auch. Tatsache, immer wieder zum Markt oder so zu reisen. Auch also das Farmgelände nutzt, Dinge zu farmen und aber man würde natürlich den Leuten das auch ein bisschen erleichtern, weil bis jetzt, also haben wir hier Leute alles so, die witzigerweise alle so Megabases bauen. Also das ist verrückt. Also, wie gesagt, also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch alleine die Videos von Christa an. Also, das ist eine dermaßen bekloppte Idee, äh, wo ich selber persönlich sage, würde ich nie drauf kommen, weil mir das viel zu aufwendig wäre. Sagen wir mal gelinde ausgedrückt. Also, Mimi, würdest du sowas machen, Nö. was sie da macht? Also, das Dafür hätte ich untere auch nach weder oben, Lust noch Zeit noch original und so? Motivation. Ja, also das untere quasi nach oben bauen, also im Original quasi umsetzen? Äh, nein. Das überlassen wir der lieben Christa. Das ist echt total bekloppt. Das ist eine Idee, also Wahnsinn. Also ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht. So, okay. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal Beleuchtung drin. Die lasse ich noch zur Sicherheit drin. Man weiß ja nie. So, das, was hier noch so ein bisschen fehlt, naja, den Boden, naja, ist weiter so dramatisch. Ich würde auch sagen, dass wir das jetzt erstmal so lassen. Von außen, ich sagen sogar wahrscheinlich, dass ich hier das Treppenhaus dann anlege. Das bietet sich an. Das heißt, das hier zumache und hier ein Treppenhaus anbringe. Dann ist das auch in sich geschlossen und dann kann da auch nichts passieren. Also auf jeden Fall haben wir schon mal perfekt hier
das Lager eingerichtet. Und jetzt könnte ich mich dran machen. Jetzt müsste ich aber mal kurz mich mal wieder mäßig mal aus hier bin. Wenn ich zu schnell schreibe und nichts mehr kriege. So, dann werde ich mich mal kurz hier aufs Bettchen setzen, weil klein Bubu muss mal für kleine Füchschen hinterm Busch springen. Hallo Hanna. Und ich bin gleich wieder da. Einen Augenblick. Ups. Überlege, ob ich so eine Herberge dann baue. Oder dergleichen, wo man sich dann immer hinporten kann. Die Frage ist halt wirklich, ab welcher Distanz man das macht. Ups. Ich würde sagen, so 1 bis 2000. Ja, aber dann würde ich ja jede 1000 Blöcke so ein Ding bauen. Dann 3000. Soll ich das denn von der Border abziehen oder direkt vom Spawnpunkt? Das ist immer Spawn. die Frage. So, da bin ich Also, ich wieder. habe jetzt direkt den Weg. Hi. Äh, ich habe ja direkt den Spawn-Wegpunkt. Von da könnte ich die 3000 Blöcke dann abziehen. Nee, wenn jeder eine feste Base hat und ich bei jedem einen Spawn-Typi hinstelle, wäre das zu viel. Ein bisschen übertrieben. Man müsste so wie so Sammelpunkte haben. Und darüber hinaus, ich weiß ja nicht, wo jeder ist. Ich weiß jetzt, wo zum Beispiel einige sind, mit denen ich schon interagiert habe, aber ich habe immer noch nicht alle Spacen gefunden oder dergleichen. Hm. Denn niemand gerade mit. Ich werde mir das irgendwann merken, was ist. Momentan ist doch verwirrend. Okay, wir werden jetzt hier. Ich werde jetzt mal gucken. Geh mal hier hin. Kurz den Wegpunkt-Dinger anmachen. Falsch. Nein, auch falsch. Weg. Da. So, dann die anderen alle mal heiden. Das Schau mal, wie aus, groß das das aus, Treppen das aus. an, weil das kann man nämlich dann nutzen auf die unteren Etagen. Muss ich gucken, dass ich das dann auch immer auf dem Festland baue. Oder ich baue eine fliegende Insel dann immer hin. Wenn ich die fliegende Insel hinbaue, dann brauche ich auch nicht immer gucken, wo eine Ja, Ebene ist. ich mag.
5. Bin jetzt. Genau 3000 Blöcke weg. Haben wir dann später immer noch ein Fenster? Wandchen? Oder? Ist aber auch wieder schwierig, solche Dinger. Was? Ähm, ja, ich finde es schwierig. Jetzt so 'ne Sammelpunkt oder was? Mhm. Bei einer Tja, gewissen Entfernung sind auch die, wenn man geradeaus macht, die Punkte auch eine ganz schöne Entfernung dann. wie Muss weit ich auch meinst du bei das? euch finden. Wie So. weit meinst du das jetzt? Rio? Stell dir mal so 'n Kegel vor Ja, und das ist dann die Punkte. Umso weiter weg, umso weit entfernt sind die von jeweils. Der Abstand zu den jeweiligen Punkten. Na egal. weiß jetzt nicht, ob das jetzt zur späten Stunde das Problem ist, aber ich verstehe irgendwie deinen Gedankengang grad nicht. Egal. Ignorier's. Ganz ruhig. Dann quasi zur ersten Ebene. Ich hätte sonst gesagt, wir machen das einmal 5000 Blöcke entfernt. Ui, aua. Autsch, Absturz. Ist vielleicht doch 'ne Sache, weil 3000 Blöcke kann man ja dann noch mal äh, wäre jetzt kein großes Problem noch zu laufen. Manche sind ja über 10 Kilometer entfernt. Ich denke, Oder ich mache das alle 4000 Kilometer. das ist quasi so wie, ja, im Grunde genommen, das Problem ist ja, wie gesagt, dass wir Waystones, glaube ich, nicht verwenden können, weil das kein Plugin ist, sondern eine Mod, ne? Ne, was? Die Waystones, das sind eine Mod. Deswegen können wir die nicht verwenden. Ah, pass auf. Oder gibt es Ich auch ein habe da Plugin? pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe 'n Plugin gefunden, das ich grade auch ausprobiere, womit man Waypoints kreieren könnte. Okay. Also Blue Es ist Space halt bloß meinte mit Fässern gerade, und allem. Blue Space meinte nämlich gerade, ist ein Hyper, was? Hyperloop eine Idee. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ich Was ist 'n Hyperloop? Hyperloop. Also, Blue Space, ich schlage dir mal vor, komm mal am besten mal in den Discord rein. Dann kannst du das und. Ah, Kai. Mir sagt aber auch keiner Bescheid. Hallo, guten Abend, Kai. Und vielen, vielen Ich lieben habe es Dank grad selbst nicht nochmal. gesehen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Am besten immer, wenn ihr im Discord in den Chat reinkommen wollt, am besten immer im YouTube-Chat kurz Bescheid sagen, weil ich habe die Seite verdeckt von meinem Discord. Oder, in-game bei uns, Bescheid Genau, geben. Rio und ich sehen das ja auch. genau. Dann ist Blue Space. Blue Space ist auch da. Okay, dann ziehen wir mal Blue Space rein. Stopp. Blue. Hallo. So, dann kannst du das nämlich direkt mal erklären, was du da meinst. Wir sind ja immer für Ideen und kreative Dinge sehr offen. Das ist so eine Art Wasserautobahn, die so mit Delfinen funktioniert, mit Seenerde dann so. Ich weiß, was du meinst. Nicht das Ding.
Ich glaube, Ja. Dings, das hatten die auch mal bei Craft Attack. Mhm. Ja, Mhm. genau, das wäre dann bräuchte ihr keinen Ach, Platz. das Ding. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre wegen der Ressourcen. Seelenerde. Weil die kriegt man ja derzeit auch nur beim Spawn. Und die Sache ist Hm. halt wirklich da müsste man wirklich die Basen damit verbinden. Das Also müsste die damit Person dann selber machen. ja, genau. Ist ja ist 'ne weitere Möglichkeit, wie man das, machen kann. Ich weiß, glaube ich, auch von anderen Servern, dann wurde das dann, glaube ich, verbunden dann zur, Mhm. Base. Ja, genau. Aber dann müssten die ja Leute auch erst mal wissen dann immer, wo die lang geht. Müssten die ja zum Beispiel dann die Problematik ist dann, wenn die zum Beispiel mitten auf dem Land sind, dass die dann da bisschen Schwierigkeit haben. Muss man halt buddeln. Sehr viel buddeln dann auch. Ja. Ist mir so mal eingefallen, dass man das könnte man dann so, komplett, Vanilla da machen dann. Ich glaube, dafür bräuchte man dann aber auch Death Strider auf den Schuhen. Oder ich muss Und überlegen, Unterwasseratmung. Genau. Oder nee, Akquisitoren jede Menge. Ja, dann ne, wäre es halt wieder das Problem, die müssten dann auch wieder geladen werden, weil es halt auch Entitäten sind. Es ist schon problematisch, dass wir ja auch viel mit Willis und NPCs rumhantieren, deswegen würde ich Au! gern den generellen, Sachen dann auch mal 'n bisschen beschränken weiter. Also 'n Hyperloop wäre 'ne Idee, aber das ist um einiges aufwendiger, als wenn ich mir jetzt 'n Punkt suche, wo ich einfach kurz was hinbaue und dort 'n NPC hinstelle. sonst würde es noch 'ne Möglichkeit, geben, dass man irgendwo 'ne schwebende Insel hat und so 'ne Art Spawn man eingibt und dass man sich dann hin teleportiert und dann mit 'n einmal Elytra dann irgendwo hinfliegt. Ja, aber bei der Einweg-Elytra kann's ja manchmal auch passieren, wenn man nicht direkt, aufm Land, kommt, dass denn die Elytra immer noch da ist für den Ähm, Moment. Das ist auch 'n bisschen buggy. ich dachte, es würde verschwinden, wenn man dann sich bewegt oder, Ne, also gelandet wird. das hatte ich schon mal zum Beispiel in einem von den früheren Versionen, ähm, von diesem es gab so 'n Datapack von Halbzwillingen, diese Einweg-Elytra. Das ist mir schon paarmal passiert gewesen auch, dass die dann nicht direkt weg war, wenn ich zum Beispiel im Wasser gelandet bin oder so und dann aufm Land kam. Das hat dann auch noch mal gedauert, wenn ich noch mal losgeflogen bin. Man könnte vielleicht bisschen gucken, dass man das 'n bisschen macht was, aber es ist trotz alledem man muss bedenken, zum Beispiel Christa ist, oder Christa ist, über 10.000 Kilometer entfernt vom Spawn. Mhm. Das kann man nicht einfach so mit dem Fliegen dann zurücklegen, äh, wo man dann aber vorher noch man müsste, wenn schon Raketen haben, um das dann zurückzulegen, um der Elytra, 'ne Einweg-Elytra auch. Und dazwischen liegt dann auch noch ganz viel Gelände, ganz viele Berge, die sie dann auch überfliegen oder umfliegen muss und das kann dann auch noch mal weggehen. Also, wäre das jetzt zum Beispiel 'ne zweitrangige Option mit der Elytra zum Beispiel. Aber 'ne fliegende Insel, dass man sich dann da hochporten könnte zum Beispiel und von dort aus zum Beispiel einen Willy oder einen NPC nutzen kann zum Teleportieren. Das wäre auch 'ne Idee. Weil der NPC würde ja zum Beispiel auch nicht dauergeladen sein. Daher würde er auch nicht Dauerprobleme machen, wie zum Beispiel am Spawn.
müsste dann wirklich beim Spawn dann gucken, wo ich dann diese 4 Willis hinstelle, die dann halt zu den einzelnen Punkten führen. Oder ich könnte das mit dem. Oh. Geistesblitz. Man hört Naja, ich sogar könnte bei das mir mit, pling. pass auf, ich könnte das mit Betonquest machen. Da gibt es die Option, dass man den Spieler teleportieren kann zu bestimmten Punkten. Und dass man halt verschiedene Optionen auch auswählen kann, wo man was man auswählt. Dann könnte man vielleicht das damit verbinden, dass man einen NPC hat, der dann einen zu den jeweiligen Punkt bringt, der halt die entsprechenden Kilometer entfernt sind, um schneller zu seiner Base zu kommen. Ich weiß ja nicht so genau, wie die Spieler überhaupt verteilt sind hier so. Oh, kreuz und quer. Bin ich Absolut relativ, kreuz und quer. bin ich relativ nah oder? Ja, du bist ja bei Du bist mir, mit ne? Bobo relativ nah dran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal. Warte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu dir gehe. Du bist vom Spawn. Wo ist denn der Spawn jetzt? Da. Du bist knappe 1500 Blöcke vom Spawn entfernt. Das ist noch nahe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Christa fliege, zu ihrer Base, die sie hier hat, und zu der Dings, die ist ja über 11 Kilometer entfernt. Oder zu Ryu. Ryu ist auch über mehrere. Warte. 10.000 ungefähr. Wenn nicht Ja, genau. sogar 11. 10,5 Kilometer, 10, 11 Kilometer ist sie entfernt. Oder auch Hanna und, Matze. habe ich jetzt Hanna und Matze mit Matzes Tochter. Die sind auch 5000 Blöcke entfernt. Oder ich bin auch knappe 2000 Blöcke entfernt oder so. Es gibt aber auch zum Beispiel welche, wie zum Beispiel Padma, Alexa und Eki. Die sind auch fast 10.000 Blöcke entfernt. Um die 8.000 ungefähr. Die sieht man doch eigentlich nicht, wenn man dich irgendwie zufällig trifft. Was? Sieht man doch kaum, weil die so weit weg sind. Ja, und wir wollen Ja, ja aber ich die meine, die haben Interaktion aber mehr schaffen. die haben ja zum Beispiel, ich weiß, dass Alexa und Padma zum Beispiel die Farm wirklich nutzen auch am Spawn. Ich weiß zum Beispiel, Homer ist warte, der ist nicht sehr weit vom Spawn entfernt. Der ist knappe 2500 Blöcke entfernt vom Spawn und hat sich trotzdem eine Eisenfarm und andere Farmen hier gebaut. Wo ich auch schon bisschen gemeckert hatte. An sich ist es eine kleine Farm, ja, aber ich finde es trotzdem nicht gerade sinnig, wenn man den Spawn nicht weit weg hat. Ich verstehe es ja bei 5 oder 6.000 oder mehr Blöcken, ja, dass man sich so eine kleine Eisenfarm baut, die halt dann so nebenbei läuft, wenn man dann nicht zum Spawn unbedingt will. Weswegen ich ja jetzt sage, dass wir halt so eine Zwischenpunkte machen. Dann kann man an sich seine Farm ja so wie wieder abreißen. Na ja. Am Zeitkopf. Muss erst mal aufdenken, um zu schauen, wo ich das alles hinbaue. Ey, das sieht ja mega aus. 2 unterschiedliche Schiffe in einem gespawnt. Ich habe schon So. 4er gesehen. Vieres, das ist doch extrem selten. Nee, zum Beispiel, also auch unterschiedliche Farben. 1, 2. Zum Beispiel eins Da aus war Eiche, was. eins aus Fichtenholz, das so ineinander gespawnt ist. Ich glaube, Kai versucht die ganze Zeit irgendwie. Ja, Hört da ihr habe mich ich auch nie? schon gedacht. Jetzt hören Jetzt wir sind wir dich. was. Ah, Ja. ich wollte wissen, wo ist denn der Typ für zu dir zu teleportieren?
Wie bitte? Der Typ, Der der Typ führt zu teleportiert. Bubuzu. Das ist ein Führt Frosch. zu, wo ist der denn? Warte, Der ich ist. komme mal zu dir, dann zeige ich Genau. dir. Nee, nicht bei meiner Base. Oh, Bei meinem Spawn-Bereich. Also Ja. im Spawn, da habe ich auch einen Bereich, wo ich meine Bauwerke gebaut habe. Da musst du bei dem See hin. verdammt. Jetzt einmal in die andere Richtung, dann kommst du wieder zum Spawn. 2000 Blöcke umsonst. Also ich meine, ich hätte den auch hier hinsetzen können, irgendwo bei meinem Wasser hier. Also er hätte der Bubu aber noch weiter laufen müssen. Und das wollte Bubu ja nicht. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ja, an sich kannst du den kompletten Fluss lang fahren. Ich weiß. Den komplett folgen bis zu diesem einen Berg und einmal nur über den Berg drüber. Dann wieder ins Wasser und dann zum Farming-Bereich. Also ich Ja, kann dann. dir beim Spawn das zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Da müsstest du so eine Art Halbmond in so einem großen Teich sehen mit ganz vielen großen Seeblättern. Da war ich auch schon. Ja, genau. Und da bei dem Dino ist der wandert dort im Kreis rum. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach, Okay. Also wir haben schon mal so ein Treppenhaus hier angeschafft. Ja, hier schon wieder zum. Ah ja, Kindergarten wieder unter. Ah ja. So, okay. Sind wir nämlich da auch. Ja? Es wird. So, und jetzt habe ich aber noch vor, ich möchte. was machst du denn da, Blue Space? Klein. Kannst du gucken, ich habe mich kurz mal untergestellt beim Betonautomat. Ach so, das ist ein Betonautomat. Du kannst doch mal gucken kommen, wenn du wolltest. Ich bin ja gerade bei dir im Spectator und habe gerade geguckt, was du machst. Du kannst dich auch hier ausprobieren. Okay. Ich hatte mich nur kurz Wissen gestellt dazu, dass man dann hier den Beton dann platziert und dann immer abbaut und Ja, platziert. so eine Matscheautomat, wie ich ihn auf dem Na, Kopfhörer hatte. der Matte ist daneben. Cool. Achte darauf, dass du nicht zu viele Farmen baust, auch wenn sie klein sind. Redstone kann auch, wenn du die nicht ordentlich beleuchtest, auch verursachen. Lags. Ja, ich passe drauf auf. Okay. Das soll denn. Ach, eine Sache. Du musst, damit das funktioniert, direkt unter dem Punkt auch ein hier Dripstone-Block setzen. Oder einen Stein. Auf Gras macht er das nicht. Auf Gras nicht? Okay, ja, die jetzt. Also wenn Okay. dann, ich würde wirklich empfehlen, so einen Dripstone-Block zu nehmen. Ich überlege gerade, ob ich so eine Lavafarm Oh, dann baue haben wir für die nämlich was, wo wir Öfen. die Von die, Vasen alle. Dann bei der Lavafarm brauchst du ja dann noch einen Kessel darunter direkt. Ja, aber ich muss erst mal hier genug von diesen Teilen bekommen. Also ich würde wirklich sagen, baue am besten einen Dripstone-Block drunter. Ich meine, Stein, glaube würde auch funktionieren, aber ich habe es bisher, glaube ich, nur mit Dripstone immer gemacht. Also mit den Blöcken. Was willst du denn bekommen? Dripstone will er bekommen. Also die Ja, Spikes. Damit ich Brennstoff habe für die Öfen. Warte. Also. Hä? Ja, er will eine Lavafarm bauen. Achso. Hast du noch irgendwo einen Dripstone? Ich glaube, da braucht man Strips Nee, dafür. ich habe nur noch 3 Tropfsteinspitzen. Das reicht ja. Hattest du irgendwo eine Tropfsteinhöhle?
Nein, ich hatte, glaube ich, irgendwie geschenkt bekommen. Irgendwie so, weiß jetzt nicht, wo ich in der Nähe ist. Ich weiß nur, dass sie bei einem Sporn so eine Rücksteinhürde in der Nähe oder beim Sporn ist. Aber sonst weiß ich nicht, wo ich. Ich laufe mal ein bisschen herum, guck mal. Im Chat habe ich Koordinaten hingestellt, da ist eine Tropfsteinhöhle. Oh, Ah. die ist auch schon. Danke, aber die ist relativ weit weg. So, Treppenhaus haben wir jetzt durch. Erste Etage schon mal. Oh, hier ist auch ganz viel Kupfer bei Blue Space. Kupfer, meinst du im Wasser so? Nee, hier oben, ei, Mine gefunden. Ich bin gerade auf Mesa-Biom drüber auf die andere Seite geflogen, über den Berg drüber. Und da sind ja auch einzelne Spalten. Ich habe jetzt nicht alles so geguckt. Ich habe da eine Mine habe ich schon gesehen, weil es ist bei mir auch eine Mine, glaube ich, so ganz in der Nähe. So, die Kupferblöcke muss ich ja jetzt eigentlich nur platzieren, damit die verwittern, ne? War das. Ja. Genau. Oder halt am Spawn das machen. Du brauchst halt Zucker. Ich muss ja Ja, aber Zucker diese kriegt man ganz ganzen. leicht. Bei der Farm. Ich muss jetzt Ja, einfach stimmt. mal hier so ein bisschen selber auch mal lernen, wie man bestimmte Dinge macht. Das habe ich noch nie so. Du kannst auch schon Au! das Ganze verarbeiten Kindergarten hier. Geh weg. und dann einfach dort oxidieren lassen, wo es halt hingehört. Sieht doch nach Arbeit aus. Ah, Beachte, dass du die zwischen den Kupferblöcken mindestens 5 Abstand hast, damit die auch schnell ja, ich oxidieren. mach die 5? Ja, Waren es 5 nicht Blöcke. 8? noch weiter Nee, auseinander. Ich hab die jetzt einfach äh, mal platziert. äh, ich hab's gefunden. So, okay. Hopp. Aber dafür musst du dich weiter runterbuddeln. Musst du auf die andere Seite, du hast doch schräg nördlich von dir einen großen Berg. Du meinst diesen großen Tafelberg? Nee, das ist südlich. Äh, Du hast auf der anderen nein. Seite des wo bist du? Da. Da ist Komm, ein hier bin ich, pass auf. Hier. Das ist Norden. Das ja, ist Norden. ja. Und in der Richtung hast du einen ganz großen Berg. Da musst du dich aber relativ weit runterbauen. Beispielsweise musst du in den Höhlensystem mal langlaufen. Das Dripstone-Ding ist recht klein. Okay, aber macht ja nicht. So viel brauche ich ja auch nicht. Mach mal erstmal mein Inventar mal leer und tue das mal in den Rucksack mal rein. Sonst muss ich mal gucken, ob ich vielleicht für dich auch noch einen Höhleneingang finde. So, und Oder wir haben es sonst. jetzt Mitternacht. Ja, Äh, Mitternacht. Das heißt, Ich könnte Mitternachtszeit gebrauchen. Bubu wird jetzt auf jeden Fall den Stream beenden. Auch wenn jetzt irgendwie immer wieder Zuschauer dazukommen. Ihr seid alles Nacht. Aber ich muss morgen früh aufstehen. Ja, ich habe einen wichtigen Tag morgen vor mir. Morgen ist Donnerstag. Das heißt, Donnerstag ist Pixeltag. Eingang gefunden. Da haben wir ja auch noch eine ganze Menge zu tun. Und ja. Und hier geht's dann sozusagen am Freitag wieder. Ich weiß allerdings Freitag noch nicht, wann ich anfangen kann. Das hängt so ein bisschen davon ab, weil wir haben noch
Teambesprechung. Ich weiß es nicht, weil es ist halt wieder der erste Freitag im Monat und da haben wir bei Kroko im Bauteam immer einen kleinen Kroko-Bauteam-Treff. Und ja, ansonsten, weil ich muss da nämlich noch was nachfragen für Mimi. Wenn nicht, muss ich mir so mal greifen. Das kriegt bestimmt auch noch. Hab's. Auf Vergiss jeden nicht Fall, weiter. wie gesagt, sehen wir uns morgen um 20 Uhr zu Sword Pixel wieder. Und da bin ich ja auch gerade bei, mir da meine Base richtig einzurichten. Und meine Sachen mittlerweile habe ich ja aus meiner anderen Base, wo ich mit Stine drin war, habe ich mir zurückgeholt und habe ja einen direkten Waypoint quasi auch zu der Stadt Lunaris. Wo wir ja dann auch unser kleines Jäger- und Sammlerhäuschen noch bauen müssen. Aber dafür sammle ich ja momentan Baumaterialien. Ich habe meinen Elefanten schon adoptiert. Ja, den kann man schon reiten. Der braucht noch eine Kiste, damit er Sachen transportieren kann. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, geht es hier am Freitag weiter. Und am Samstag und Sonntag ist wieder Momentum. Da bauen wir dann im Kreativ wieder an unserem Mega-Projekt der Renaissance-Stadt weiter. Und ja, auf jeden Fall sage ich jetzt mal vielen lieben Dank an Kai für die 5 Mitgliedschaften, die du verschenkt hast. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an die Gewinner. Und ich sage vielen lieben Dank, Lucia, fürs Raiden. Und ja, und ansonsten an alle, die heute sich aktiv mit Abo und Like und so beteiligt haben, weil das hilft dem Kanal. Ich kann schon wieder reden. Ungemein. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern, bei der Rio und bei der Mimi und natürlich auch bei Blue fürs lange Ausharren. Meine kleinen Nachteulen hier alle. Und ich sag jetzt mal, hust, hust, bevor mir meine Stimme gleich ganz versagt. Eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, kommt gesund und munter durch den Tag und wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Das war Pixel mit Rio, Stine, Cooper, Niki, Eletto und mit unserem Wuffi und allen möglichen anderen Leuten noch und ich glaube Luna, war das Luna, die auch mit dabei ist? Ich glaube ja. Also Ja. auf jeden Fall. Schaut einfach mal rein, es ist mega lustig, weil das ist ja ein total durchgemoddetes Spiel, also total das Kontrastprogramm zu dem, was wir ja sonst immer machen. Und ich bin natürlich, sagen wir mal so, sehr begeistert, wenn meine Community mich da ein bisschen unterstützt, weil ich habe von dem Mod so gut wie keine Ahnung. Ich prokel mich da gerade so Stück für Stück rein. Und ja, das kriegen wir hin und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr morgen dabei seid und mich da unterstützt und beratet, was wir da tun können, weil ich brauche eine vernünftige Ausrüstung. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Okay, dann schlaft schön und bis morgen. Eure Bobo, gute Nacht ihr da draußen. Tschüss. Tag.